Also wir sind heute beim Jörg, der hat uns eingeladen zu sich in der Werkstatt in Schaftlach mit dem Christian. Möchten wir uns, der Thomas und ich, möchten wir uns bedanken bei euch zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um eben über den Georg ein bisschen zu reden. Thomas hat sich zur Aufgabe gemacht, zum 15. Todestag im Juli da ein YouTube-Video zu machen. Und genau, jetzt wollten wir uns halt ein bisschen zusammensitzen, ein bisschen ratschen. Und jetzt wollte ich Jörg die fragen, wie bist du zum Georg gekommen? Wie hast du den Georg kennengelernt? Ich meine, wir haben jetzt gerade Hamburg-Heftel, was du selber gesammelt hast, aus den Ende der 80er Jahre. Ja. 90 war das letzte Mal. Du hast da selber schon ein Beutel gemacht damals als Heranwachsender. Genau. Hat dich fasziniert. Ja. Und ja, wie hat sich dann der Kontakt dann so aufgebaut zum Georg mit dir? Kannst du dich da noch erinnern? Oder wirst du wahrscheinlich natürlich wissen? Sicher. Also es gibt zwei Stellen, glaube ich, einmal überhaupt gewusst, dass es ihn gibt als Bergrennfahrer. Und das zweite wirklich dann persönlich kennengelernt. Das erste war, was überhaupt meine ganze, sag mal, Bergrennleidenschaft verursacht hat, war natürlich das Happurger Bergrennen, mein Heimatort. Und das war, ich bin 75 geboren, 90 war das letzte Happurger Bergrennen, da war ich 15. Und das war mein Jahreshighlight als Bub. Wirklich, da hat es nichts gegeben, egal Urlaub, sonst was, es war nichts so wichtig für mich wie dieses Bergrennen jedes Jahr. Und da war ich dann wirklich schon als Bub mit 5 Jahren oder was. Und ich habe jetzt gerade die Programmheftel durchblättert. Ich finde den Georg 85, vielleicht sagen wir es einmal, das erste Mal in diesem Programmheft. Und ich glaube, da ist mir noch gar nicht so richtig aufgefallen. Aber es hat dann Jahr für Jahr hat sich das rauskristallisiert, dass der war immer blau, der 2002, dass der jedes Jahr einfach schneller geworden ist, dominanter, das Ganze professioneller geworden ist. Und dann ist der für mich wirklich erschienen, dass das irgendwas Besonderes sein muss. Und ganz speziell in Erinnerung das letzte Jahr 90 von diesem Happurger Bergrennen, das ist dieses leicht ramponierte Bild noch her. Startnummer 94, das habe ich dann ein eigenes Bild selber gemacht. Da hat es einen Kampf um den Tourenwagen-Gesamtsieg gegeben. Der Georg gegen den Klaus Böhm auf dem Manta. Der Klaus Böhm ist über 2 Liter gefahren, Gruppe H, der Georg bis 2 Liter. Also eigentlich ungleiche Waffen. Und es war ein dermaßen faszinierendes Hundertstel-Duell. Und da hast du einfach genau gesehen, der Georg, der zeigt fahrerisch alle Register. Da hat es diese Seekurve, da die zweite Kurve in Hamburg, da hat es keinen Lauf gegeben, wo nicht kurz einmal ein Radl gestanden ist, wo der Lauch aufgestiegen ist, weil er einfach wirklich das Ding von Anfang bis Ende am Limit bewegt hat, um diesen doch, sage ich mal, stärkeren Manta zu halten. Und dieses Duell ist dann ausgegangen, das haben wir jetzt gerade nachgeschaut, ich habe da das Buch mit den Zeiten dann geschrieben, 400 gegen den Georg. Und das war so unglaublich faszinierend. Und dann war für mich das Happurg ja beendet, weil es das Rennen nicht mehr gegeben hat. Für mich war schon lang klar, dass ich selber mal Rennen fahren mag. Und dann habe ich aber eher auf der Seite Slalom, ein bisschen Rundstrecke begonnen, ab und zu mal Bergfahren vereinzelt und eigentlich so richtig über den Weg gelaufen sind wir uns 2001, wo ich dann mit einem 318 ES-Bergpokal gefahren bin. Und dann sind wir ab und zu mal zusammengekommen, zusammengestanden im Fahrerlager, geratscht miteinander. Da hat sich so diese persönliche Beziehung so Anfang der 2000er Jahre ergeben, wo wir dann technische Gespräche geführt haben, die ja super tiefgründig oft waren. Er hat ein unfassbares Wissen gehabt. Und das war dann so wirklich persönlich kennenlernen Anfang der 2000er. Genau. Genau. Ja, Christian, wie war das bei dir damals? Wie bist du dazu gekommen? Du warst ja sehr, sehr lang bei ihrem Wegbegleiter, auch Freund, sehr lang. Das war ja auch irgendwann so Mitte der 90er Jahre. Du warst ja, glaube ich, damals beim Groß in Miesbach Mechaniker. Ich bin dazugekommen mit Jungfrau zum Kind, sage ich mal. Dem ist der Mechaniker abgesprungen in der Saison. Und der hat ja verzweifelt jemanden gesucht, der ihm irgendwie helfen kann. Und da ist er halt bei uns, nachdem er bei uns Kunde war beim Groß, ist er da halt gekommen und hat da unseren Senior gefragt, ob er nicht irgendein Mechaniker wisst. Und dann hat der Senior gesagt, ja, da wisst er bloß einen, er soll damit zu mir rausgehen. Und dann ist er bei mir das erste Mal so leibhaftig erschienen, sage ich jetzt einmal. Ja. Also damals war der bekannt. Er war mir bekannt, ich war ein Streckenposten am Wallbergrennen, also man hat den dann schon mitgekriegt. Wallbergrennen, Saumerbergrennen, das hat es ja damals die ganzen Geschichten bei uns rumgegeben, was es heute alles nicht mehr gibt.
Und das hast du schon gewusst, dass es den gibt und dass der immer vorne mit dran ist. Ich meine, das nimmt man halt so wahr. Und ich komme ja eigentlich aus der Motocross-Ecke, das heißt, ein bisschen affin ist man dann immer, aber das war halt nicht so ganz meine Richtung, aber interessiert hat mich das halt schon immer. Und dann ist der da in der Werkstatt drin gestanden und ich habe das Auto, ihm selber habe ich ja nie so wirklich kennengelernt. Du hast ja damals das Auto für ihn gekriegt. Ja. Da ist halt am Auftraggeber Blaser gestanden, dann hast du die, ja, das ist er. Aber sehen tust du ihn ja nicht, weil das Also sein Auto- Straßenauto. ein Straßenauto, ja, weil der gibt das Auto ab und fährt wieder und hat den auch wieder geholt. Siehst du mir oft gar nicht. Da hat er mich da gefragt, ob ich da Interesse hätte. Dann sage ich, muss ich mir anschauen. Sag ich, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Sage ich, das nein, kann ich ja vorher nicht. Ja, kann dein sein, das kann aber sagen, dass du sagst, nein, das ist gar nicht mein. Ja, das sehe ich. Das ist ja alles mit Aufwand verbunden. Und da haben wir gleich auf, der ist da am Mittwoch in der Woche aufgeschlagen bei mir, weil wir am Donnerstag auf die Nacht nach Frankreich gefahren haben. Welches Jahr Frankreich hast du das noch? Gute Frage, ich hätte irgendwas mit 95 gesagt. Mhm. Also es waren noch 2 Liter, 2 Liter E21. E120. Ja, Also nur zwei nur Monate. zwei- Hast du gar nicht. Kenne ich gar nicht, nein, kenne ich gar nicht. Okay. Nur für die Buldeln. Ja. Es waren 2 Liter E21. Und dann habe ich gesagt, ja, sage ich, muss ich jetzt daheim organisieren. Ja. Man ist ja verheiratet, Familie, Kind, sage ich, kann jetzt nicht Ja sagen, Mhm. sondern muss ich abklären, sage ich gebe dir Bescheid. Und dann habe ich das daheim abgeklärt und dann sage ich, ja, ich fahre jetzt da mal mit, sage ich, und schauen wir das an. Ja. Sage ich, Gut. dann schauen wir, was da rauskommt. Mhm. Und dann haben wir eigentlich irgendwie gleich einen Draht gehabt. Das hat eigentlich irgendwie gleich gepasst. Das Mhm. Ganze. Und dann war das wirklich, ja, ein geiles Wochenende, weil das halt einfach ein Mordsgaudi ist die ganze Zeit. Mhm. Und immer irgendwer, irgendein Blödsinn veranstaltet, was es ja selber. Es war eigentlich wirklich eine total nette Truppe, Ja. das Ganze. Und dann bin ich da so mehr oder minder pappen geblieben. Warst du da mehr Mechaniker oder war das Nein, Maria eher du? ja, wir waren immer da, Ja. immer nur, also ich, Maria und Geil. es war dann bis zum E36 Chat. Mhm. Das Da hast war- du mehr Leute gebraucht, gell? Da haben wir dann einen Imre mit ins Boot geholt, wegen der Software, weil da waren dann mir doch ein bisschen leicht überfordert. Okay. Ich glaub, ja, Was für ein war es in Frankreich? Hast du das? das war ein Haarcup, jetzt besser gemacht. Was haben wir mehr gehabt? Das Feuerfass war es nicht. Und was war jetzt da noch? Frag mich nicht mehr. Ich Okay. weiß jetzt nicht mehr, wie das geheißen hat, das französische Geschichte da. Und das war halt, na gut, wir haben nicht da aufgekundelt. Ich mit ihm mit dem Gespann und wir haben halt ewig geratscht und ich habe mir ein bisschen erklärt, wie das abläuft, weil so richtig einen Trichter hast du da. Ja. Aha. Weil, ja, und dann, gut, dann habe ich eigentlich da oben in dem Fahrerlager das erste Mal das Rennauto gesehen. Also da ist die Klappe aufgegangen und da denke ich mir, ja toll. Das wollte ich gerade fragen, hast du das Auto nie vorher gesehen? Aber ich denke, sage ich, toll, das mag jetzt was werden. Gell? Aber gut, nachdem ich auf dem Gebiet jetzt nicht der Dümmer bin und dann ja schon die Motivation habe, dass ich das vernünftig mache, ja, kriegst du da relativ schnell einen Plan rein. Und gut, ich habe mir halt viele Dinge halb sagen müssen. Sage ich, Reifen abzeigen, sage ich, zeig mir das einmal. Aber das halt auch mit zusammengelangt und dann passt das ja. Und ja, dann haben wir da angekommen, Freitag in der Früh oder Donnerstag in der Nacht halt. Am Freitag war dann Trainingstag. Und dann sagt er gleich zu mir mit dem Compact, da haben wir gewartet, bis die Maria gekommen ist. Das war dann meistens am Vormittag wieder aufgeschlagen. Ja. Und dann ist der Georg gleich zum Trainieren. Und dann sagt er zu mir, geh weiter, fahr mit. Ja. Sagt er die Strecke. Na, fahr. Turkheim. Nein, das war Frankreich. Wir waren, nein, Turkheim ist Frankreich, ja? war das Türkheim. Was jetzt? Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich weiß nur, viele Fass war es nicht. Okay, na wenigstens. Aber Da sind wir schon mal raus. Aber es Im Laufe des Abends. kann das sein, dass die Türkheim war. Okay, das war Hackcup, ja. Okay. Und er war Hackablauf. Und Ja da, genau, die Maria hat einen Kompakt immer gehabt. genau, der hat den Compact gehabt. Der war immer zum Trainieren, weil sie hat noch arbeiten müssen am Freitag. Die hat am Freitag arbeiten müssen. Und Genau. dann ist die nach der Arbeit, ist die dann oder in der Früh ist die losgefahren Freitag und dann ist die irgendwann am Mittag aufgeschlagen. Und dann ist der Georg wie gleich in das Auto rein und Mhm. Auf und ab. Auf und ab. Genau, ja. Ah, ja. sagt, Ja. zu mir, ich will mich bauen. Jetzt hat man die Strecke, habe ich mit in das Auto mit reingehört. Na, fahrt der dann auf mit so einem geschissenen 360er Kompakt. Da sind wir erst einmal alle Gesichtszüge im Gleis. Wenn du das kennst oder nicht. Ja. Dann fährt der auf, dann dreht der dreht um, fährt auf, fährt runter. Und wenn er dann das zweite wieder umdreht, habe ich gesagt, das kannst du mir aussteigen lassen. Sag ich, so. Da war mir so schlecht, das war so brutal. Ja. Und
Ja, einfach ungewohnt. Und die ersten 3 Kurven schiebst du da echt Panik daneben. Weil du bist ja, also selber ist man Autofahrer und du meinst, selber man ist gut oder sportlich. Gut, der Dümmer war ich jetzt nicht. Ja. Aber wenn du da daneben drogst und das erste Mal, der fährt dann auf. Und der fährt auf die Kurven, der ist auf die Kurven zugefahren und ja, dann läuft in dir so ein Film ab. Ja, den muss ich noch, den Film. Da habe ich die Kurve angeschaut, die ist dann so ums Eck umgegangen, da war so Felsmauer, so richtig imposant und dann denke ich mir, ja, so, ich darf jetzt einen Fuß vom Gas und da darf ich jetzt bremsen und dann hat aber der immer noch das Pedal unten gehabt. Und dann macht der einmal das Gas zu und macht einmal einen brutal harten Bremser und einen Rucker und da denkst du, das geht gar nicht. Aber das geht noch schon. Und nach dem zweiten Mal, ich glaube nach dem zweiten Mal oder dritten Mal auf, habe ich gesagt, nein, sag jetzt, der darf Fernsehen. Dann habe ich glaube 2 Stunden gebraucht, bis ich da ein bisschen, da waren wir so, Runtergekommen bist. ja, da waren wir dann so übel. Aber ich weiß, ich bin da nicht der Einzige, wenn die, wo das nicht gewohnt war. Irgendwann hat es mich nicht mehr interessiert, da war es noch wurscht. Aber das hat offensichtlich nicht verhindert, dass du weiter mit der mitgereist bist. Das Erlebnis. Nein, es ist auch, wie gesagt, das hat auch immer gleich gepasst vom Gedankengang her, weil ich auch einer bin, der wo immer die maximalen Lösungen oder irgendwie versucht was. Und Ja. da haben wir uns eigentlich ergänzt. Wenn er wieder so eine Idee gehabt hat, hat er gesagt, das und das kann man so und so machen. Dann habe ich wieder, das war halt noch nicht gleich am zweiten Wochenende, aber so nach 2, 3, 4 Jahren, wo ich gesagt habe, das kannst du vergessen, sage ich, das ist nicht praktikabel. Ja. Weil das muss ja auch im Ablauf praktikabel sein. Ja, genau. Weil er hat ja da oft Gedankengänge gehabt. Ja, Wahnsinn. Das war halt hochprofessionell. Organisatorisch, Abläufe, Auto, alles. Der hat Aber halt alles optimiert, am Berg nicht funktionabel, weil du bist am Berg halt ohne einen festen Fahrerlager, weil es der Strom irgendwie wieder weg und was es ja wie dieser ist, sage ich, da musst du irgendwie so autark sein, dass das funktioniert. Und da haben wir uns halt brutal gut ergänzt, wo ich gesagt habe, das kann man machen, wo ich gesagt habe, nein, sage ich, das sehe ich erst zum Scheitern verurteilen, sage ich, weil du nicht hinten nachkommst. Ja. Teilweise Trier war da so schwierig. Trier Fahrerlager oben, Start unten. Ja. Sage ich, da läuft das gar nicht, was du wächst. das Sag ich, weil organisiert, bis ja. mit dem blöden Mechanikerbus nachkommt und wieder raufkommt, sage ich, das kannst du vergessen. Sag ich. Da brauchst du einen zweiten Mann, wo einer oben und einer unten bleibt. genau, aber einer allein, sage ich. Und das hat aber ganz gut gepasst, dass wir das aber ganz gut hingekriegt haben. Mhm. Und bis halt noch später wo wir den Chat gemacht haben, dann halt diese Motec kennen ist, oder die Motec, der Brückli, wenn er hat. Ja, genau, Motorsteiger, genau. Der ist ja dann so auf den Georg zugegangen und hat gesagt, wir kriegen die komplette Motec-Steuerung, die war ja damals neu auf dem Markt, wenn wir die zum Laufen bringen, mehr oder minder. Oder halt das. Wir haben das einfach nicht hingekriegt. So. Der 21 war noch ein mechanischer Einspitzer. War das ein Kugelfischer, der von mit Fahrmotor? Ich glaube schon, gell? Der war mit so war das. Nein. Oder der 21, wo du dabei warst. Ja, nein. War das auch? Da war ja das. Jetzt habe ich wir haben es erst gesagt, wir haben jetzt nicht das Steck drin, sondern wird das andere Display geheißen. Das war alles schon mit Datenaufzeichnung. Oh, die Motorsteuerung selber. Die war aber auch ein Programmier. Also, aber das war kein mehr. Oder war das ein mechanischer? Nein, spannend, weil den Motor haben wir ja auf eine 36 umgezogen, der ist ja gar nicht umgebaut worden. Das war schon ein Steuergerät. Nee. Weil wir das ABS auch schon drin gehabt. Ja, mit den 90er, ja. Genau. Nein, das war kein mechanischer. Weil das ABS war ja drin. Das war die Zeit, wo der 21 für 2,5 Liter gehabt hat, wo du dazu gekommen bist. Oder? Nein, oder war das 2 Liter? Ja, okay, war das nur 2 Liter. Ah ja. Und da waren wir ja in der 2 Liter ja so weit um Welten voraus, dass wir ja eigentlich immer gegen die 2,5 Liter gefahren haben. Oder orientiert haben, weil in der 2 Liter war ja mal 15 Sekunden hinter uns, war ja nichts. Ja, genau. Und dann hat der Georg die ins Visier genommen, so jetzt einmal. Ja, da waren ja namhafte Autos oder Männer da, Brenner, Knüttel, Klaus Böhm, der glaube ich, war der dann trotzdem noch mit dabei? Auch nicht mehr, das war früher, war das. Also ich kenne den noch vom Hörensagen mit seinem Manta, der ist auch noch so sporadisch scheinbar so ab und zu mal auftaucht, aber halt dann an. Das war eher so 80er, Anfang der 90er, glaube ich, genau, ja. Ja, genau, hat irgendwann auf dem 2,5 Liter umgebaut, das war der S14, gell? Und dann haben wir das war noch von mit 2, das war S14-Motor aus dem LFM im Prinzip raus, gell? Genau. Das war praktisch der 2 Liter, den wir vorher drin gehabt haben, der ist dann vom Radling auf 2,5 gemacht worden. Genau. Das weiß ich noch. Das waren wir der Radlinger Hans. Und dann haben wir, der hat den Motor gemacht und dann haben wir erster Einsatz war Schleiz.
Und oben in der Zielgruppe ist er gleich ausgeflogen damit. Mhm. Dann sage ich, was hast du denn jetzt gehabt? Dann sagt er, ja, mit dem 2 Liter habe ich da Gas geben können. Mhm. Und 2,5. Wann ist nichts passiert gewesen, aber da war er gleich mit draußen. Dann sagt er, dann musst du schon umstellen. Ja. Und dann haben wir halt bei den Vordern, hätten wir halt versucht mitzufuhrwerken, Mhm. bis Alzey halt. Da war halt noch der Scheiß mit dem Teppichboden, da mit dem blöden Krampf da, wo er dann das Auto ausgeschlissen hat. Mhm. Das war 98 war das. Das war 98, Da hast du ein Beutel mir. wo ich den Büttel Zeiten geht. Genau. 98, ja. Mhm. Da war erst Fahrerlager im Ziel Mhm. Alzey. Jetzt bin ich nicht gefahren. Jo, da war das Fahrerlager oben im Ziel. Und da waren praktisch die Rennen autonom durchgeführt worden. Wir Mechaniker auch, hinten auch wieder so am Transporter. Mhm. Und unten war ein Wendeplatz. Und das war ein Kiesplatz. Das war halt scheiße, wenn du mit den Slicks Ja. gehst. Jetzt haben sie den ganzen Kiesplatz mit Teppichboden ausgelegt. Aha, okay, ja. Ja, das war Ach, drum vorher mit Teppichboden. Ja. Der war komplett mit Teppichboden ausgelegt, dass die Rennautos, wenn die da neu fahren, nicht den ganzen Kies aufklappen. Mhm. Und Gesundheit. Und Georg ist halt auch runtergefahren, wie alle anderen, hat sich halt da hingestellt und ist scheinbar genau auf so einer Schnittkanten von so einem Teppichboden. Das waren ja wirklich Teppichböden. Ja. Und wo halt der Teppichboden irgendwie so geschnitten war, da ist der drauf gestanden. Und da haben ja diese Perlenschnüre, das kannst du doch so. Ja, die da rausziehen. Das Ja. kannst du doch so ziehen, Ja, für die schneiden. Und der ist da mit dem Slick umgestanden. Das ist abgebaut. Und wie der losgefahren ist, hat der da so einen langen Fon rausgezogen. Und der hat sich auf der, was die Klolinie, ich glaube, auf der rechten Seite hinter Draht eingewickelt. Aha, okay. Und da war der ABS-Sensor drin. Weil wir haben das ABS schon drin gehabt. Und damals war ja das Renn-ABS schon drin. Ja. Aha. Und dann ist er aufgefahren, sein Lauf. Aha. Und er hat gesagt gehabt, das war ja alles safe, der Lauf. Aha. Und dann oben war diese Teufelsrutschkurven da im Wald drin, da so ums Eck rum, da wo sie nicht gern rausgeflogen haben. Und dann sagt er, da hat er kurz anbremst, dann hat er gemerkt, er ist zu früh, dann hat er noch mehr Gas gegeben und da war alles safe. Mhm. Und dann wollte er hart abbremsen und dem in das ABS ausgestiegen. Und er sagt dann, ohne ABS kommt er nicht mehr um. Und dann ist er halt gerade raus und da geht es dann so eine Böschung, glaube ich. Mhm. Und da ist das Ding dann unten gelegen. Das war dann hier das drum. Ja. Das haben wir dann, Den hat er gar nicht so lange gehabt, gell, den du jetzt hast. ich weiß nicht, wann ja sein 0 Das war der 94. So was 94. Und da haben sie dann 94, haben sie dann zeitgleich mit den Grisams haben sie ja die zwei Autos gebaut. Das Genau. war ja dann später der Oliver Harsch gehabt hat. Genau, ja. Und die haben es dann gleich zeitgleich gebaut. 94 hat er dann irgendwo in Jugoslawien, da hat er seinen hat er den, weggeschmissen. genau, und da haben sie aber dann schon den 21. Ja, das kommt 95 das erste Mal gefahren. Ja, der ist sogar 94 ist er schon auftaucht. St. Agatha ist er schon auftaucht im 94er da. Im 94 im 21. Und das bei mir 96 gekriegt. Irgendwo so 95 oder 96 bin ich da dazu gelaufen. Mhm. Und 96 war mein allererstes Bergrennen in Huttum meines Lebens. Da ist er auf jeden Fall gefahren. Da ist, glaube ich, dieser DSF-Beitrag gefilmt worden. Da gibt es doch so einen DSF-Beitrag auf YouTube. Überall, da ist viel von ihm drauf. Und das war, Ich glaube, jetzt doch der Martin, der Grisam, glaube ich, ist auch mit dabei. ja, genau. Ja, Das war mein im allererstes URT damals noch. Mhm. Ja, genau. aber Hut haben wir nicht. Ja, weil du vorher gesagt hast, Christian, ihr habt da so Ideen gehabt und was dann miteinander ausgeklügelt habt in dem Sinn. Du warst ja auch mit dabei mit dem Peddelschiff, mit dem ersten. Wird's da bastelt. Also mir hat einmal eine ganz lustige Story erzählt. Ich weiß nicht, ob es dir mal erzählt oder du kannst dich, glaube ich, nicht mehr daran erinnern, hast gesagt. Da war's bei dir irgendwo in der Werkstatt oder irgendwo und da ist hintenrum ein Bach gelaufen und habt einen Feuerlöscher genommen, habt den mit einem Druckluftschlauch verbunden, habt den Feuerlöscher aufblasen, in dem Sinne habt ihn in den Bach eingeschmissen, um zu schauen, was hält der Feuerlöscher aus, um da mit der Druckluft diese Peddelschiff in Gang zu bringen oder halten. Also Das war auch ganz, betätigt, ja. ja, genau. Und da habt ihr irgendwie den in den Bach eingeschmissen und habt da aufgetragen und geschaut, bis Was ist Rest? Ja. Nein, das waren die ersten Versuche, wo er noch gemeint hat, jetzt braucht er irgendwie eine Schaltung. Und na gut, das hat es damals ja noch nicht alles so wirklich gegeben. Ja. Beziehungsweise das, was es gegeben hat, war natürlich, wie sagt man da, High-End. Mhm.
Profis vorbehalten. Mhm. Es war ja käuflich entweder nicht zu erwerben oder wenn nicht Nicht bezahlbar. Ja, genau. Ja, das ist halt einfach so gewesen. Heute ist das ja, heute kann es ja jeder kaufen Mhm. aus dem Katalog, aber Mhm. damals war das halt so. Ja. Ja, ja. Und dann haben wir überlegt, wie wir das hinkriegen. Dann haben wir bei Festo Zylinder versteilt. Ich weiß nicht, ein Zylinder, ein Kompressor, der hat einmal den Feuerlöscher mit der Druckluftflaschen hergenommen, so einen umbauten Feuerlöscher. Dann haben wir den mit dem Kompressor gefüllt, das haben wir eingebaut, dann haben wir einen Schleich gekauft, dann haben wir so einen Zylinder gekauft. Aber das kriegst du gar nicht so ohne weiteres geregelt. Ja, Ja. weil, und Vielleicht noch ganz kurz, genau. Er war ja tatsächlich, das hat er mir auch mal damals selber verzeiht, oder das weiß man ja, er war ja damals tatsächlich der Erste in Deutschland mit dem sequenziellen Getriebe. ich glaube schon, ja. Ja, also das weiß ich Weil nicht. das war im 02 schon drin, soweit ich weiß. Das, ja. Ja, das weiß ich nicht mehr, aber also E21 weiß ich auf alle Fälle, aber Mhm. ich habe es auch gehört, dass er im E02 das auch schon gehabt hat. Genau, und das war dann das Getriebe, wo es da ja dann auf dieses Pedalschiff dann. Genau. Das Getriebe gibt es ja heute noch. Ja, Ja, das fährt ja heute noch. du brauchst ja sequenziell, sonst kannst du es Ja, genau, genau. Das war jetzt mit ihm der Zusammenhang. Ja. Ja gut, dann haben wir den Zylinder eingebaut, da ist halt nochmal so ein Schalter gegangen. Und ich habe damals eine 36 M3 gehabt mit Das ist ein Gegengewicht, Ja. ja, genau. und da habe ich mir selber einen Tempomatschalter, Aha. weil den hast du ja die SMG ja nur am Schalthebel, Mhm. also automatisch oder am Schalthebel schalten können. Ja. Und ich habe mir dann einen Tempomatschalter an die Linksseite, das hat es ergeben. Und den habe ich dann auf den Schalthebel gekoppelt und dann habe ich da schalten können. Dann habe Ja. ich gesagt, machen wir halt sowas mit dem Schalter. Dann haben wir den Schalter gekauft, haben den umgebaut, haben den ins Auto rein. Ja, der war nach 2 Kurven abgebrochen. Ja, Weil natürlich ja. Rennbetrieb, Ja, auf ja, der ja. Straße spazieren fahren, Ja. 2 Paar Stiefel rein. Auf der Ja. Straße hat das immer funktioniert. Sagt er, wenn er da fährt und der war dann starr, jetzt wenn du da einlenkst, ist der Hebel ja irgendwo. Ja, ja. Sagt er, dann muss er da schnell hingegangen. Und das geht ja alles im Kampfbetrieb, sagt er, da hat er gleich den Hebel abgerissen, ja. Wieder abgebrochen. Dann ging nicht reingegangen. Ja, dann haben wir andere, da hat er so Wippen gehabt fürs Lenkrad, die wo mitgingen. Aber dann bringst du die Gänge nicht rein, weil da muss ja die Zündunterbrechung Ja. passen dazu. Ja, ja, ja. Das hat man dann auch hingekriegt, aber am schlechtesten war es im Runterschalten, weil im Runterschalten musst du wieder einen Gasstoß geben, Genau, ja. damit es den Gang, also das war ein Fiasko eigentlich Mhm. das Ganze. Ja. Und dann ist er mit dem, wird die Firma, Megalein. mit dem Megaland dahergekommen. Ja. Und da war alles in dem Kastel drin, Ja. der Kompressor, die Loop, Genau. das hat frei programmieren können und das hat funktioniert. Aber das hat halt auch wieder irgend 5 Hintertüren, Ja, ja, ja. weil da kommst du normalerweise da nicht rankommen. Ja, die haben Oder Oder mit- Audi entwickelt, ja, Ja, genau. das glaub ich, ja, Audi war das, genau. Genau, ja. Oder halt nicht bezahlbar. Mhm. Wir sind halt mit vielen Dingen. Das war im E36 dann, das Megalein, gell? Das war nur Ja, 36. genau, ja, genau. Ja, genau, das war 36. Ja. Ja, dann ist er das dann losgegangen mit dem Chat dann einmal später. Wie ist er da, oder seid ihr auf die Idee gekommen mit dem Chat? Was waren da die Beweggründe? Weil die 14er-Motoren bloß noch geflogen haben. Das war nicht der reine Beweggrund. Georg wollte halt immer ganz vorne mitfahren. Er wollte aber nie einen Turbomotor. Das wollte er nicht. Das hat er verweigert und der Badwagen wollte er auch nicht. Mhm. Also Mhm. ein Sportwagen, ja. Sportwagen, Gruppe Ja, 4. ja, aber, genau, das habe ich auch schon mitgekriegt. Wir haben immer Tourenwagenfahrer, Jetzt ein Badwagen will er nicht. Auto mit Dach und kein Tourenwagen. Genau. Kein Turbo wollte. Das war halt ein Setting. Und wir haben ja dann nämlich 36 den 2.5er drin gehabt. Und dann hat er nochmal mit dem Randlinger und mit dem Monosport, mit dem Zimmer, Mhm. der hat dann nochmal irgendwelche Sonderteile zugebracht. Das waren irgendwelche Nockenwellen oder irgendwas, wo er gesagt hat, die haben aber in der DTM nie mehr zum Einsatz gekommen. Mhm. Und dann hat da der Randlinger nochmal einen Motor gemacht mit allen Hintertüren. Mhm. Und das weiß ich, der hat dann mit dem Rennsprit, hat der, glaube 420 PS gehabt. Mhm. Eigentlich unvorstellbar, also 2,5 Liter Motor. 2,5 Liter Motor, ja. Der hat Also- 420, mit Rennbenzin Ja. hat 420 PS gehabt. Aber halt auch Laufzeiten, gell, dass du sagst, du Aber- warst froh, dass du das Wagen nicht überlebt hast. Ja. Aber oder mit dem, der alte hat, glaube ich, 380 gehabt oder 385 um die oder 390. Mhm. Den haben wir die ganze Saison gefahren. Mhm. Mhm. Und den 420er Motor, der ist in seiner ersten Saison im Kassen Österreich. Kann es geben. Zum Schluss, als es im Oktober war, in Österreich Oktober. König, Ja, okay. ist er das erste Mal eingegangen. Also oder die erste Saison hat er nicht geschafft. Ja. Da ist er aber noch klaglos eingegangen, weil er gemerkt hat, Mhm. die Leistung geht weg. Dann hat er ausgemacht, weil die Saison war durch. Mhm. Da war es bloß ein Lager schon.
Und das Jahr drauf im Küffhäuser hat es ihn ja dann komplett zerrissen. Mhm. Also da war der komplett am Ende. Da waren dann die Innenteile auf die Radhäuser drin gelegen. Da hätte er das Autobahn noch mit weggeschmissen, weil der Küffhäuser ist ja brutal eingelegt. Ja. Und sobald so vor einer Ecke ist da der Motor hoch, hat das ganze Öl mit Kühlwasser Das muss dann so 2002, glaube ich, gewesen sein. hingespimmt und dann hat er gesagt, jetzt hätte er das Auto ab und dann hat er gesagt, er ist runtergekommen und sagt, das mag ich nicht mehr. Das war's. Ja. Jetzt mag ich nicht mehr, jetzt muss was anderes her. Und da ist das schon losgegangen. Aha. Da ist dann im Fahrerlager, wir haben praktisch den Trümmerhaufen zusammengekehrt und dann ist das schon losgegangen. Was machen wir jetzt? Ja, da ist schon losgegangen. Was können wir jetzt machen, dass wir da vorne mitfahren können? Und dann haben wir schon gewusst, die Hammer ist weg, weil mit der Haar kriegst du es nicht geregelt, vom Motorblock gebunden. Ja, genau. Also, Motorblock hat vom Fahrzeughersteller sein. genau. Also in dem Fall ein BMW-Motorblock. Und Genau, und da war es dann schon vorbei und dann ist der Zirkus schon losgegangen. Und dann war ja zuerst der Opel-Motor im Gespräch Von der ITC, gell? von der ITC, Der V6, ja. ja, wo dann der Faustmann. Bautmann schon gesagt hat, das kannst du gleich vergessen, den kannst du nicht am Leben halten, da brauchst du 3 Ingenieure, dass der Motor baut. Sagt er, das ist so ein Riesenaufwand, weil der hat ja den Genau. drin gehabt, der Frauen gehabt, ja, ja, genau. sagt er, das rot er ihm ab. Dann war das gestorben. Dann war der BMW V8 im Gespräch. Der war nicht zum Kriegen. Vom Schnitzer, da hat er mit dem Schnitzer dann unter mal geredet. Die hätten, glaube ich, für den Motor, weiß ich nicht, 250.000 Mark wollen oder irgendwie so. Und dann sagt er, das geht gar nicht. Und dann ist das also Serienbatzen gewesen. Ja, ja. Und dann ist halt immer so, da wird die Luft wäre dann dünn. Ja. Was hast du dann? Ja? Und dann waren wir noch, nachdem, wenn wir ja so einen Motor schon gehabt haben, haben wir ja trotzdem auf jetzt Rennen gefahren. Also wir haben ja dann weiterhin, wir haben einen Acker da unten gewesen und dann war der Leitgeb. Leitgeb da, der 3000er-Fahrer. War der Leitgeb, genau. Ja, genau, der Walter, mit dem hat er dann geredet und da hat er dann unterhalten und dann ist das auf diesen Zeitdeck oder auf diesen Chat-Motor, der Mann ist ziemlich baugleich, hinausgegangen. Und dann hat er neben mir der Ungar geheißen. Der Sass, mit dem ist er geredet, der hat diese Zeitdeck-Geschichte drin gehabt und der Leitgeb hat dann diesen Chat-Motor gefahren. Der hat dann gesagt gehabt, er hat noch einen am Speicher umlegen, sein Motor. Und dann war natürlich wieder Feuer und Da hat es auch das Reglement dann geändert, gell, dass du in dieser Wertekosten FS dann ist diese FF oder E1, E1 genau, ja. Die hat es bis dato nicht gegeben. Genau, dass es auch möglich war mit einem nicht Genau. Beides ja gar nicht. Fahrzeughersteller. Genau. Genau, ja. Weil Das das war dann nicht genau möglich das Jahr 2002 oder was ich das entwickelt. Genau, dann haben wir auch ungewinnen, aber ist er halt mit dem Leitgeb wegen dem Chatmotor zu Rennen gekommen und dann sagt er, hat was am Brocken bei ihm daheim lag. Und dann haben wir dann am Samstag auf die Nacht nach dem Training mit dem Leitgeb heimgefahren und haben den Motor angeschaut und vermessen. Da haben wir endlich einmal irgendwie ein Maß gehabt. Und dann ist der Gedanke halt mit diesem Chat gewachsen. Und dann hat halt der Georg sich da mit diesen Chatleuten in Verbindung gesetzt und hat die halt irgendwie, dann hat er gesagt gehabt, na, die meine ich am Anfang gemeint, ich bin ein Spinner. Das haben die nicht kennt. Dass so ein Motor in einem Röhren war. Nein, das war für die, also eigentlich gar nicht vorstellbar. Also die meine, haben mit so einem Spinner abdegradiert, hat er gesagt, weil die können sich das gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ja. Aber der war dann halt so hartnäckig, wie der war. Der Englischen war auch gut, ja. Ja, die Engländer, der hat gesagt gehabt, am Anfang haben die gar nicht so richtig mit dem Rennen. Die haben den wirklich als Idioten ab da, oder als Spinner ab da. Ja. Und der hat aber dann irgendwann von den Leuten da drin immer wieder ein Telefon gehabt und irgendwann haben die da zusammengewachsen. Und dann ist auch irgendwie das Interesse von denen einer Seite irgendwie, das hat der halt kennen. Der hat irgendwie dann, der war dann so penetrant im Prinzip. Einerseits penetrant, aber andererseits auch so, dass er eine Verbindung geschaffen hat. Nicht Auch hoch, das. Ja. Und halt die Leute gemerkt haben, ja, das ist jetzt kein Luftikus, Nein, das ist was dahinter. sondern da ist was dahinter. Ja. Er will das, ja. Und dann ist der dann mal umgeflogen und hat dann mal mit denen irgendwie geredet und dann war ja diese Birmingham Motorschau. Da ist er jetzt ja umgefahren bei Georg oder geflogen. Dann hat er gesagt, wir fahren jetzt auf die Birmingham Motorschau, sagt er. Dann haben wir so einen Kombi mit, den haben wir mit Teile vollgestopft, weil er hat dann schon einen Haufen Zeug mit umgenommen.
für andere, die haben wir dann beliefert, dann haben wir auf der Motorschau und dann haben wir da zu Tschad gefahren und haben uns da den Motor geholt. Mhm. Und den wollten die eigentlich nicht hergeben, den Motor. Weil der Motor ist am Ende der Saison da von der ALMS-Serie Retour gekommen. Mhm. Und das ist ein geleaster Motor gewesen. Ja. Und den revidieren die und den kannst du beim leasen oder kaufen. Mhm. Je nachdem. Aber der war ja nicht revidiert und das wollten die gar nicht mehr. Der gesagt, nein, wir brauchen den Motor. Wir Mhm. brauchen den jetzt. Weil wir müssen den ganzen Winter bauen, Mhm. damit das da reingeht. Das war ja noch nichts mit CAD und Konstruktion. Das Weil wenn die den Motor revidieren und du kriegst den früher, hast du verloren. Genau. Ja. Also, wir brauchen den Motor und dann haben wir da den Motor in so einem Flight Case mit so Rollen gekriegt, das war so ein Koffer. Dann haben wir den, Da war der unrevidiert quasi. der war revidiert, ja, das wollten die eigentlich gar Was ja in dem Moment völlig wurscht war, halt bloß nicht. Genau, wir haben gesagt, Anschluss am alles. wir brauchen den zum Einbauen. Wir müssen alles bauen. Wir haben ja Kupplungsglocken, haben sie ja gegossen. Das ist, du konntest nicht einfach irgendwas zusammen, das passt ja. Ja. Und dann haben wir den Motor dann mitgenommen und dann haben wir den da hinten, den Koffer in den Transporter dann reingeschoben, was halt ja Transporter. Und dann haben wir da ein Hotel gehabt irgendwo und dann hat das Hotel hingefahren. Und dann sagen die Leute schon vom Hotel, ja, wir sollen nichts im Auto lassen, keine Wert gegen sagen, weil es dort Autos wieder aufbrechen und ausräumen. Gell? Und wir haben gesagt, wir haben da einen Motor drin. Ja. Das sagen die, schlimm, das ist eigentlich nicht gut, weil sie können dafür nicht garantieren. Das war da wirklich ganz schlimm, scheinbar in der Ecke da in England, das war so ein bisschen abseits draus. Und da sagt er, ja, dann müssen wir den Motor mit aufs Zimmer nehmen. Dann haben wir den Motor mit aufs Zimmer genommen, weil wir Angst gehabt haben, dass in der Früh das Auto oder der Motor nicht mehr das. Oh Gott! Ja, aber das war halt dann live. Das ist halt so war das. Genau. Ja, und dann haben wir den Motor dann den ganzen Winter halt verbaut und im Frühjahr ist der dann Mhm. umgeschickt worden, da haben sie ihn dann umgeschickt und mit der Spedition und dann ist der revidiert worden. Mhm. Ja, dann Das hast aber du, Christian, das hast alles du neben deiner Arbeit gemacht. ja, Vollzeit. Wochenenden. Mhm. Vollzeit gehabt, ne? Ja. Also wo wir den E21 zusammengeschmissen haben und haben dann den E36 aus Ungarn draufgeholt, im Herbst rein. Das war ja ein halbes Der war ja von dem Jacuti, war der, Jahr. gell? Jacuti, ja. Das war ja ein halbes Jahr bis ins Frühjahr eine von 8 bis 5 Uhr arbeiten, um 5 wieder um, Mhm. bis 11, 12 wieder heim mit Becke, dann wieder arbeiten. Sonst bringst du in einem halben Jahr das Auto mit hin. Das, Ja. Mhm. Ja. Und da hat er auch ein bisschen geschaut, dass er Gruppe H fahren kann. Der hat ein ganz frühes Baujahr braucht. Ich glaube, das hat ein 90er Baujahr sein müssen, dass weil der hast da mindestens, die Altersgrenze waren 10 Jahre oder was, gell? Und er ist ja 99, ist er schon deutscher Bergmeister geworden mit dem E36. das war im ersten Jahr. Also hat er eine ganz frühe Fahrgestellnummer braucht, dass der diese 10-Jahres-Regel eingehalten hat. Genau. Das war ja auch ganz witzig, was du mir erzählt hast, Christian. Ihr habt ja das im ersten Jahr 99, habt ihr eigentlich gemeint, das ist jetzt ein Testjahr. Zum Ausprobieren, War's auch. ausglauben, wie du mal so schön gesagt hast. Mhm. Und dann ist ja irgendwer gekommen und hat gesagt, du, jetzt wird ihr deutscher Meister. Oder habt ihr selber ins Heft reingeschaut oder irgendwie so war Wir das. haben darauf hingewiesen worden. Oder ihr seid darauf hingewiesen worden, Also wir genau. haben wirklich von Rennen zu Rennen gefahren und haben immer nur gesagt, wir fahren jetzt und schauen, was passiert. Und suchen Probleme, filtern aus, verbessern. Dann haben am Anfang haben wir noch mit den Alutüren gefahren. Mhm. Es war ja, am Anfang war das ja eher noch fast ein Serienfahrzeug mit so kleinen Verbreiterungen. Mhm. Mhm. Den großen Kit haben wir drauf gemacht, den Flossmann-Kit. Genau. Ja. Und dann zuerst waren noch die Alutüren drin, bis dann die Carbon-Türen fertig waren. Das war dann irgendwann Mitte der Saison. Also wir haben dann mit so einem zusammengeschürstelten Ding gefahren, also in seinen Augen zusammengeschürstelten Ding Ja, gefahren. ja. Aber du bringst das ja in der Zeit nicht hin, der Schnelle. Und dann haben wir halt da so gefahren und haben uns da durchgeglaubt und mit den Reifen und mit dem Fahrwerk und mit dem ganzen Zeug und im Herbst dann gesagt, ich weiß nicht mehr, wo wir da gewinnen, kommt der schon mit zu mir und sagt, wenn es Black geht, wären wir sogar noch deutscher Meister. Da sage ich, habe keine Ahnung, ich habe keinen einzigen Plan angeschaut, wo wir haben, weil wir eigentlich gar keinen, Kann es Drei- drauf gehabt. das Ja. kann nicht wollten, ja. Ja. Da war Brenner, Glüttel, das war so das Dreigestirn. Ja, Stolz, genau, oder? genau. Stolz. Brenner, Knüttel, Stolz. Mhm. Und irgendwie hat uns so Vieri geschwappt, weil wir halt überall gefahren haben und irgendwie, ja, immer doch gut irgendwie dabei waren. Und Wenn es nicht extreme Powerstrecken waren, Hauenstein und so weiter, hat es sich schwer da, gell? Was einfach zu lang. also Hauenstein war irgendwie Ja. schlecht für uns.
Aber das Oder- Auto war, Oder wenn es so ein Winkelwerk war wie Wolfsfeld. ja, war nichts. Ja, das war auch nichts. Ne? Der Georg hat Strecken braucht mit Schnell. flüssige, Ja, schnelle Kurven. genau. Dann waren die Herrschaften mal alle irgendwo. Ja. Das hat gelebt von seinem Ja. Fahrkönnen, sage ich mal, von der Aero, von dem Auto. Genau, Wenn es lang geradeaus gegangen ist, waren die Turbos vorn. genau. Genau. Ja, das gar nicht einmal, wenn die zu lang geradeaus gegangen. Das möchte ich gar nicht sagen. Die Turbos, Beschleunigung war. wie ein Hauenstein war halt so eine lange Gerade und ein Eck. Mhm. Eine Mhm. lange Gerade und ein Und Eck. aus dem Eck raus Ja, kosten die gerade kommt der Turbo natürlich, Mhm. klar, da kommst Ja, du ja. mit dagegen. Und in dem Wolfsfeld, das da gehabt hat, da kommst du gar nicht in die Pötte. Ja. Weil das ist Mhm. ganz schwierig. Dann hast du eine Traktion gebracht, da war dann der Ford, der Allrad gehabt. Dann haben sie den anderen gehabt, ja, dann haben die sogar der Jeneller mit seinem Kompressor, der wo unten rum schon geht, da hast du ja gar keine Meinung gehabt. Ianello war noch, genau. Ja, die Ianello, ja. Ja, stimmt, ja. Da hast du mal gar keine Meinung Ja, ja. gehabt. Aber sobald die Strecke schnell geworden ist, Mhm. mein Hauenstein war das, ja, da haben wir mal gefahren, das war glaube ich noch mit dem 2.5er. Und da waren wir relativ gut dabei und da war dann am Sonntag im Rennlauf der schon Schaffi gefallen und dann sagt er, ist er runtergekommen, da hat er so geschmunzelt da, nach dem ersten Lauf, und dann sagt er, da oben im Wald, sagt er, da habe ich jetzt im 6. voll stehen lassen. Sagt er, da habe ich jetzt wieder geklopft, da sagst du irgendwas, habe ich voll stehen lassen. Und dann sagt er, bist auf einen Streckenposten zugefahren und dann bist du in den Wald reingebogen. Sagt er, der Streckenposten ist in so einem Betonring drin. Ich weiß, wo das ist. Ja, genau. der Betonring drin Da, gestanden. wo es ein Wald Dann geht. sagt er, nee, ich bin da auf und habe gedacht, jetzt lasse ich voll stehen im 6. Dann sagt er, dann habe ich ihn aus dem Augenwinkel gesehen, wie der aus dem Betonring rausgesprungen ist und in den Wald reingelaufen. Der Streckenposten, weil er gemeint hat, der kommt da Ja. weg nicht rüber. Gell? Also, das hat er halt gebraucht, da war er halt dann schon gut dabei. Wenn das halt von der Strecke nicht richtig Ja. war, dann war es auch schwieriger. Ist er damals eigentlich, wann ist denn das mit der Italienzeit losgegangen? Das war später. Boah, das war später, da war War das dann später? aber schon veracht, ja. Ah, das war zum Das war Verachten. schon veracht, ja. 2005, 2006 rum. Da ist irgendwie das Auto dann in Italien so ein bisschen publik geworden, weiß aber nicht, Mhm. auf welche Art und Weise. Und die Pisano sind ja viel in Italien irgendwann und dann haben die gesagt gehabt, die wollen das teilweise, dass wir dann runterkommen und wir sollen dann mal mitfahren. Auch. Und so hat sich das dann da unten geebnet. Wir haben in der deutschen Meisterschaft keinen Sinn mehr gesehen. Nein. Das war eigentlich dann erstens die Konkurrenz teilweise halt mit PS-Leistungen doppelt wie früher. Und er hat immer auch gesagt, wenn du so schnell werden willst, musst du international fahren. Und das, Ja, du warst da dann auch mal mit dabei. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß ja nicht mehr das Jahr, da wart ihr dann für Zegnis, du mit dem Osella bei dem Primavera. ja, genau. Da seid ihr dann Das muss 2007 gewesen sein. Anfang 2007 war das ganz sowas. Ja, Da bist du mit dem Osella gefahren. ja, genau, glaube schon, genau. Ja, der hat mich so richtig dann, wo ich Europameisterschaft gefahren bin, das war die Jahre 2005, 2006. Da hat er mich so richtig, wirklich unterstützt. Neben seinem eigenen, der hat ja seine eigene Saison gehabt. Das Der war ist dann mit deinem international gefahren. E36-Gruppe N. Genau, mit dem genau. Roland. Ja, genau. Und da ist der schon international gefahren. Dann hat er sein Rennsporttechnik, das war ja eine Firma, hat er einen Haufen Arbeit gehabt. Und er hat mich wirklich in der Zeit echt unterstützt. Der hat das Wollen, dass ein Deutscher Europameister wird. Und er hat wirklich, es waren oft, egal ob telefoniert, vorbeigefahren, auf dem Weg zu den Rennen, haben wir wieder bei ihm noch irgendwas ausprobiert. Und dann war das Höchste wirklich, war dann 2005 zum Ende hin, das war Baba in der Slowakei. Da hat sich herauskristallisiert, dass die, sagen wir mal, tschechische Nationalmannschaft, die sind da in der Gruppe A gefahren, es hat immer Gruppenpunkte gegeben in der Europameisterschaft. Und da hast du im Prinzip Gruppensieger werden müssen, was eigentlich in der Gruppe N nicht das Thema war. Aber ich war punktgleich mit dem, was war das, der Mali, glaube ich, auf so einem Escort Gruppe A. Und dann haben wir überlegt, wie schaffen wir, dass der nicht gewinnt. Der hat einmal gewonnen, ich habe immer gewonnen. Und das wäre am Ende das vielleicht dumm ausgegangen. Und dann hat er den Friedi Hilger aktiviert. Der hat auch seine Gruppe A Entfernung gehabt. Genau. Und dann ist er sogar wirklich als Mechaniker, Betreuer, was auch immer, mitgefahren. Das war so ein geiles Gespann, den Friedi zu reaktivieren und dann dort in der Slowakei Rennen zu fahren. Und da war sie ihr nicht so schade, trotz seinem eigenen Programm, der Stress, den er gehabt hat, diese Reise dorthin mitzumachen, die Friedi zu motivieren und dann dort den Kollegen Punkte wegzunehmen. Trotz alles, was er selber am Bein gehabt hat. Der hat das dann immer mit absolutem Nachdruck. Ja. Also der hat da nicht locker lassen. Nein, alle oder nichts. Was wollt, dann ist das nicht Geschwätze gewesen, sondern Nein. Ich bin dann 2008, das weiß ich auch noch,
das war nach dem ersten Osella-Jahr, hat sie die Möglichkeit aufgetan, beim Getrag-Team, Michi Beder und der Tobi Hagenmeier waren das, die sind Langstrecke gefahren mit einem Z4 mit einem V8-Motor. Das war noch weit vor der GT3-Zeit, aber das war der einzige Z4, das gehen wir mit einem V8-Motor. Und dann hat sie da so eine Verbindung gegeben und dann wollten die das immer testen fahren mit dem Auto und der Georg hat die erkannt. Und dann waren wir testen in Monte Blanco und da ist er auch mit, der hat im Prinzip nichts davon gehabt, gell? Aber wir haben uns da vorbereitet, egal ob Streckenkenntnis, was auch immer, technisch. Und er ist dann auch das waren glaube ich 3 Testtage mit Pirelli zusammen, da war der 3 Tage dabei, der ist einfach mit, weil er es wichtig gefunden hat. Und das waren oft Sachen, was du denkst hast, der hat ja kein Geld verdient mit der Reiserei, aber einfach, das war ihm wichtig, dabei zu sein und dann nicht nur mehr auf die Finger schauen, aber einfach so. Unterstützen. Ja, der war eigentlich der beste Ingenieur, der keinen Ingenieurtitel hatte, aus meiner Sicht. Und das war sein Ding. Und dann auch so, also wirklich aus Art von Selbstlosigkeit raus da, 3 Tage in Spanien beim Testen rumhängen und das Thema unterstützen. Ja. Genau. Ja, und dann war er dann Trento, das war auch eins von seinen großen Streckenpferde. Da warst du dann auch mal mit ihm unten beim Test, beim Streckenbesichtigen, so also mit dem Privatauto. Das hat er immer, der sagt, Trento ist eigentlich das, da sagen die Italiener, da musst du hin, das sagen sie ja selber von sich, die Universität der Bergrennen. Und da ist er, glaube ich, lass mich überlegen, 2005 das erste Mal auch gefahren. Das war so der Anfang seiner Italienzeit. Ja. Ist er Trento gefahren, das hat geschwärmt von diesem Trento. Und 2006 war es dann auch ein EM-Lauf. 2005 war es noch Valle Camonica und Rieti. Und 2006 war dann Trento und Rieti, die beiden EM-Läufe. Dann haben wir ausgemacht, wir fahren zum Trainieren hin. Der kann mir schon was sagen, er war letztes Jahr schon dort. Und dann damals war ich schon bei BMW angestellt im Versuch. Und da war damals so der 1,30er, war das die Zeit. 1,30er Handschalter, was haben die gehabt? Kurz 265 PS. Ja, so ein Richtig, also, und es waren dann einfach so Versuchsautos, Großversuch, die Kilometer braucht haben. Und das haben wir dann runtergefahren, Freitagabend, haben wir das Hotelzimmer, haben wir schon gebucht gehabt. Und eigentlich wollte der Hilger Fredi da mitkommen, der hat wie immer, hat es halt einfach nicht geschafft, für Arbeit, spät, Zeit. Naja, und dann haben wir Samstag frühes Trainieren angefangen und wir sind das Wochenende auf und ab, nur bergauf, bergab, 2000 Kilometer gefahren. Mit dem Auto, 2000. Nur bergauf, also wirklich war. Und das war unglaublich. Die haben es gezählt, das weiß ich auch noch, 217 Kurven haben wir gezählt. Amtliche Zählung von uns beiden. Wir haben jede Kurven, also irgendwelche Wegmarkierungen, Schild, Baum, Haus, Strauch, Einlenkpunkt, Scheitelpunkt, das war alles im Kopf drin. Wir sind am Samstagabend natürlich das Kossengrün Doppelzimmer gehabt, im Hotel am Bett gelegen, Decken aufgeschaut und haben uns gegenseitig diese Strecke aufgesagt. Haben wir eher. Und haben wirklich Samstagabend die Strecke im Kopf gehabt. Und natürlich nicht aufgehört, Sonntag weitergefahren. In Sektionen einteilt. Erste Sektion, zweite Sektion, erste plus zweite, dann dritte, dann zweite, immer. Und einmal hat uns dann der Dorfpolizist aufgehalten, das war so eine Hammergeschichte. Der ist mit seinem Fiat Panda, ich glaube, was geht's denn da? 5 Ortschaften, glaube ich, geht's da durch, gell? Bondone. Ist in irgendeiner Ortschaft, das Polizeistation, da ist dieser Polizist plötzlich auf der Straße gestanden. Und ich war schon beim Aussteigen narrisch, so Gerechtigkeitsfanatismus. Ich habe gesagt, was will der von uns? Und dann hat er, bleib ruhig. Da hat er ja schon Italienisch gesprochen. Ja, genau, der hat wirklich nichts Italienisch, er schon. Dann sind wir da vor dem Polizisten gestanden. Dann hat er gesagt, er kriegt jetzt unsere Führerscheine. Dann wollte ich mich wieder aufreden, dann wieder beruhigt. Dann hat er unsere Führerscheine genommen, der hat das so richtig so provokant in seine Hemdtasche geschoben. Und dann hat er uns angeschaut, hat er gesagt, er kriegt das ist von jedem 50 €. Aha. Und dann war das dritte Mal, wo er mich beruhigt hat. Dann haben wir jeden 50 € rüber. Dann hat er ein bisschen die Führerscheine angeschaut. Dann hat er sich zurückgegeben. Und dann habe ich gesagt, die haben doch nichts gemacht. Und dann hat aber er gesagt, der hat dann ein bisschen Englisch auch geredet, aber ich weiß, ihr werdet was machen. Also, Und ab dem Moment haben wir wirklich die Freiheit gehabt, auch über die Mittellinie hinauszufahren, Ideallinie zu fahren. Der ist draußen gestanden und hat uns freundlich gewunken. Und er hat eigentlich quasi die Strafe vorkassiert, aber das hat. Dann haben wir völlige Ruhe gehabt. Und dann ist Sonntag geworden, hat der Fredi sich angekündigt gehabt. Das war schon Handyzeit dann, ist auch wieder nicht gekommen. Haben wir gefahren, auf ab, die ganze Zeit. Und da hast du halt mit Georg über nichts anderes reden können als über die Strecke, über nichts. Einmal irgendwo draußen sitzen, ein Eis essen, einen Kaffee trinken, hat es nichts gegeben. Also wenn du einmal zwischendurch eine Banane gegessen hast, das war das höchste der Gefühle. Er ist immer gefahren worden.
Und dann ist irgendwann Sonntagnachmittag der Friede dahergekommen. Sonntagnachmittag. Sonntagnachmittag, wo wir eigentlich gesagt haben, ja, jetzt haben wir Jetzt sind wir fertig, genau. Da ist er dahergekommen. Da ist er 5 auf und ab gefahren, so ist lang, das hat ihm gereicht. Ja. Und der war so, was wir jetzt weggehämmert haben an Wissen, war der Friede der Gefühlsfahrer. Der hat das einfach angeschaut und ja, wird schon passen. Das ist okay, ja. So war das. Genau. Und eine Woche später, das gehört jetzt gleich zur Story dazu, war dann Rieti. Und da bin ich 2005 schon gefahren gewesen. Du warst, glaube ich, zweimal unten, gell? Genau, Rieti hat er nicht kennt, weil das nicht in seiner, was war das, Hillclimb Cup oder ist er gefahren? 4 Hillclimb Cup. Da war das Rieti nicht drin und das wollte dann er fahren in dem 2006er Jahr. Und dann habe ich gesagt, Rieti macht dann dein quasi Lehrmeister, das kenne ich schon. Und dann sind wir dort eigentlich direkt weitergefahren von Trento nach Rieti, das war eine Woche später, haben uns da wieder Auto gemietet, eine Fiesta oder was. Und dann ist das eigentlich, durch das, dass wir natürlich von Trento weitergefahren sind, ist dieser Wahnsinn schon am Dienstag losgegangen. Ist natürlich aufgebaut worden, irgendwo im Fahrerlager, das Auto dann zerlegt worden. Bei Ruben hast du nichts gemacht, wenn du nicht vergessen hast zum Tanken, ist der immer gelaufen. Das haben wir aber dann, wer waren das schon mal, warst du da auch dabei? Nicht, gell? Rieti war Der da dabei gehabt hat. Jedenfalls ist diese Woche wieder dem Bergauf- und Bergabfahren gewidmet worden. 15 Kilometer, ich weiß nicht, wie oft wir die gefahren sind, also unfassbar oft. Und du warst froh, wenn du irgendwann am 8 Uhr dein Abendessen gehabt hast, weil du irgendwann in der Pizzeria gegangen bist, aber glaub nicht, dass es am Mittag so mal Pause gegeben hat. Der ist gefahren worden, weil er einfach, der hat dann nichts dem Zufall überlassen, was mir selbst schon zu viel geworden ist. Wo ich gesagt habe, es langsam, irgendwann kann man mal übertrainiert sein. Also immer noch, weißt du gerade sagst, Essen und so, was ja auch sehr interessant war, haben sie uns jetzt einmal letztens verzeiht gehabt. Er hat ja anscheinend, das war das erste Mal, dass ich das gehört habe, er hat anscheinend an die Rennwochenenden relativ wenig gegessen. Ja. Um, das ist jetzt ein bisschen so salopp zum Sagen, falls ihm was passieren sollte, er einen leeren Magen hat und er müsste ins Krankenhaus. Ja, das war Also das war irgendwie eher so eine ganz kuriose Geschichte. War das hat alles, jede Kleinigkeit, was war bei ihm, er hat an nichts anderes denkt und es war in jeder Kleinigkeit Perfektion, damit, wenn das oder jenes passiert, er hat für alles immer im Kopf eigentlich schon eine Lösung gehabt. Wenn das oder jenes ist, dann mache ich das. Und das war sowas von durchdacht und vorbereitet, dieser Sport, das war bei ihm nie nebenher. Und das hat ihn ich sage echt, von den allermeisten Fahrern unterschieden. Und es hat uns aber so zusammengebracht, dieser Gescheit oder gar nicht Gedanke. Das haben wir nie einfach so gemacht, weil wir irgendwie Lust gehabt haben, von daheim weg zu sein. Das war immer eine total ernsthafte Sache. Von vorn bis hinten super ernsthaft. Das hat uns so, sage ich mal, das hat uns so geeint, das Thema. Also ich weiß auch zum Beispiel eine Geschichte, so ganz eine kurze bloß, er hat sich ja unheimlich auch Gedanken gemacht über sein Brüllen. War ein Brillenträger und er ist dann da irgendwo bei uns in Holzkirchen oder Umgebung irgendwo zu einem Optiker gegangen, zu einer Frau muss das gewesen sein, und gesagt haben zu der, wir müssen irgendwas, ich brauche irgendwas, um von dem Hellen ins Dunkle und vom Dunklen ins Hellen zu fahren. Er hat dann da irgendwie eine ganz spezielle Brüllen gehabt oder gekriegt. Weiß ich, aber da sieht man, wie weit dass er da gegangen ist. Also, jede Kleinigkeit ist da betrachtet worden, da war nichts. Da war nichts im Zufall. Ja, wirklich gar nichts. Das war. Hat aber trotz seiner Professionalität nie den Humor verloren. Aber hat immer eher so dann der Kindskopf, also was man dann da schon so viele Geschichten jetzt gehört hat. Das hat er sich behalten. Das war zwar schon deutlich, das wäre trotz seiner Professionalität. Am Anfang war er deutlich unseriöser, langhaarig, dann ich kann mich erinnern, wirklich. Schnauzer. Genau. Was hat er gekriegt? Rival, blöd, gell? Und das war so die Anfangszeit, wo ich ihn kennengelernt habe. Das war Anfang der 2000er, war er, glaube ich, noch eher so. Das war die Zeit, wo das umgeschwenkt hat, wo irgendwann mit Mountainbike fahren angefangen hat. Und das auch wieder. Umgeschwenkt hat, das mit dem, wo wir nach Italien gekommen haben. Also da hast du das gemerkt gehabt, da ist irgendwie das Lebensgefühl an dem aufgeblüht. Ja, da habe ich das letzte Mal gesagt, das ist La Dolce Vita. Ja, und was man hat dann da. Was auch mitspielt, zum Beispiel bei mir, wo dann der Imre mit dabei war, wir natürlich mal was anderes gemacht haben. Gut, wir waren natürlich da nicht so drin in der Materie wie er, aber bei ihm hat es eigentlich nur das Rennen, also nur Rennfahren gegeben. Weil ich den kennengelernt habe, da hast du nichts anderes. Nichts, gar nicht. Carbon am Gardasee, Nein. wo das Trento war. Das vergiss ich. Auch zwischendrin, da hat es nichts gegeben. Über Rennen reden, an Rennen denken, Rennen fahren, das war alles da. Genau, der war ja teilweise mal so am Untertages
komplett schweigsam. Da war der immer so in sich gekehrt, hat seine Strecken angeschaut und also der war da immer auf das fokussiert. Ja. Und wenn auch irgendwas nicht funktioniert hat und er ist dann einmal irgendwie so ein bisschen aufgebracht gewesen, da habe ich gesagt, er soll sich schleichen, soll in seinen Bus reinhocken, soll man mal runterlassen. Ich mache Auto, er soll sein Zeichen machen. Genau. Bei mir war es immer so, dass das Auto immer auf dem Punkt fertig war, weil er es braucht hat. Ja. Das war der Professionalität. Genau, das hat er dann auch gewusst. Der kann sich da drauf verlassen. Wenn er da runterkommt, es hat irgendein Problem gegeben, sage ich, geh du zu, sage ich, mach du deinen Schmuck. Genau, da hat er sich komplett verlassen können. Genau. Der hat sich da drüber verlassen können. Ja. Und dann, wenn wir mehr nach Italien reingekommen, ist das ein bisschen umgekippt bei ihm. Es hat aber ein bisschen gebraucht. Und wenn wir das erste Jahr in Trento waren, ich meine, auf dem Parkplatz bei 45 Grad, da verreckst du ja. Gell? Ja. Das ist ja, da wärst du ja hin dann. Und wir haben ja dann immer Donnerstag auf die Nacht losgefahren. Also ich mit ihm mit dem Gespann. Und der Imre ist am Freitag in der Früh gekommen oder am Freitag frühen Vormittag ist der dann nachgekommen und dann irgendwann Maria. Aber die ist ja auf Italien und ins Ausland ist die ja nicht gefahren. Genau. War nur in Deutschland, da ist die nicht mehr hingefahren. Ausland ist die eigentlich so gut wie gar nicht War jetzt geil, ja, genau. ja, das wollte sie nicht. Und dann haben wir dann, für uns war das schon genau die Wiesen, für mich, für den Imre, dann haben wir gesagt, pass auf, wenn du am Freitag kommst, sage ich, wenn ich in der Früh aufstehe, sage ich, wir schmelzen das Zelt, wir hauen das Auto raus, wir richten das Auto her, sage ich, und dann fahren wir einen Gardasee zum Baden. Gell. Ja. Da ist ja mehr für ihn schier Welt zusammengebrochen. Dass man das machen kann. Ja. Alle am Rennmoped, ja. Dann sage ich, ja, wir fahren, ja, wie heißt? Er sagt, wir fahren jetzt an Gardasee, aber wir gehen jetzt zum Baden. Und immer hat da noch Bekannte gehabt, habe ich auch kennt. Und wir da schon, haben wir ja schon beim Radlfahren haben wir da unten, dann sage ich, wir fahren jetzt an Gardasee. Hat er nicht verstehen. Dann habe ich gesagt, was willst du? Sage ich, wir haben 45 Grad, es ist sau heiß, Das Auto ist fertig. Date steht, das Auto ist fertig. Ja. Und alles andere passiert erst Samstag früh. Sage ich, es passiert nichts mehr. Ja. Wir fahren jetzt da runter. Ja. Und Es hätte ja sein können, dass er irgendeine Idee hat. nein, das war dann erst einmal irgendwie Zusammenbruch, also in gewissen Rahmen. Aber das hat sich dann bei ihm so ein bisschen eingespielt. Und dann hat er gemerkt, ich bin ja schon immer viel Mountainbike gefahren, da ist er immer ein Mountainbike gefahren. Und irgendwann wollte er da auch mitfahren. Und da war dann das Gleiche. Da war er dann auch total ehrgeizig. Ja. Also da nicht so, er fährt einmal mit, sondern er wollte halt da gleich der Chef im Ringsee, da geht's einmal. Ist ihm aber relativ schnell vergangen. Auch von der Fitness, gell? Ja. Ja, weil da hat natürlich seine Rauerei, das war natürlich. Und er hat natürlich irgendein so ein 0815 Radl gehabt. Ich meine, ich habe dann ein relativ hochwertiges Radl gehabt, der Imre auch. Das weiß ich, da haben wir halt hinten im Breitenbahn hin raufgefahren. Und wenn wir da halb da oben waren, haben wir gemeint, jetzt stirbt bei uns da. Nein, das war Bruder. Und dann hat sich der Imre erbarmt und hat mit ihm Radl getauscht. Weil natürlich das Mountainbike noch mal anders übersetzt war. Und dann ist der da mit dem Imre sein Radl aufgefahren, haben wir dann Bodenschneider aufgefahren. Und der Imre hat sich dann mit seinem Ding aufgeblockt. Und er hat gesagt, der Imre, das war zäh, aber der war natürlich Nichtraucher und fitter von dem, weil wir es halt öfter gemacht haben. Und beim Runterfahren wollte er auch wieder Erster sein. Dann hat es ihn unten bei dem Bauerncafé da gleich abgelegt, oder so gleich niedergelegt. Und 14 Tage drauf ist er schon mit so einem ganz brutal hochwertigen. Da war er da schon wieder, da war er dann auch wieder infiziert. Voll, ja. Und da war dann immer gleich nicht ein bisschen, sondern. Vollgas. Ja, aber es war ja schön, das war das erste Mal so mein Gefühl, dass der mal was anderes Da hat der mal was anderes gemacht. aber natürlich im Fokus trotzdem auf Motorsport. Da waren wir uns einig, Mountainbike fahren war unser Sport. Ich habe schon länger gemacht wie er, weil du hast bergauf das Thema Kondition, bergab das Thema Konzentration, Reaktion. Das war auch wieder fokussiert auf seinen Rennsport. Deswegen hat er es gemacht und auch dann entweder 100% oder gar nicht. Und Aber dann, du hast ihn halt einmal auch weggebracht von der Ja, Geschichte. ja, ja. Also da war dann einmal was anderes. Auch da. Und dann ist der irgendwie so ein bisschen mehr lockerer geworden. Ja. Also das Genau, ja. hat der am Anfang überhaupt nicht gehabt. Ja. ja. Und dann, wie gesagt, je weiter wir da auf Italien oder je mehr das da unten war, umso lebensfreudiger, hätte jetzt ich gesagt, ist er da geworden, weil er halt auch mal irgendwann den Schalter Rennsport Ja. weggelegt hat. Solange es mehr oder weniger seinem Ziel, Bergrennenfahren, gedient hat, hat er jetzt endlich auch was anderes anschauen können. Was zum Beispiel auch war, das kann mich noch erinnern, das war dann so eine Zeit-Turnwagen-WM, wo noch BMW Alpha gefahren ist. Und mir war das schon mal auch am Sonntag zum Beispiel diese Rennen anschauen auf Eurosport. Und er, wenn Radl fahren wollte, und ich gesagt habe, ich dachte, das Rennen anschauen, lass uns Nachmittag fahren. Ja, Nachmittag fahren wir nicht. Die fahren auch ohne uns. Es war ihm absolut nicht wichtig,
Weil das hat ja eben für Simon Motorsport, das hat nichts gebracht. Ja. Wenn er eine Stunde vom Fernseher das fertig war, schau. Und da hat er auch Grantig werden können, wenn dann du nicht Zeit gehabt hast und mit dem Radl gefahren bist. Wir sind wahrscheinlich in der Woche 5-mal Radl gefahren, aber es hat einfach nicht gelangt. Es hat dann das 6. Mal auch noch gebraucht. So ist er dann auch wieder so extrem geworden. Ja, ist so, ja. Aber du hast nicht einmal irgendwie von der Geschichte gebracht, weil Genau. gesagt, die ersten Jahre, wo ich dabei war, also das war, ja gut, ich habe es nicht anders kennt, aber das ist schon, wenn es da gar nichts anderes gibt für die. Ja. Ja. Also, wie der Bruder geheiratet hat, das, ich habe es ja schon mal verzeiht. Die Zeit einmal der Bruder heiratet. Ja. Dann, Also seid ihr irgendwo auf Arena war gefahren? der Varenaz gefahren. Er sagt, wir haben auf Varenaz gefahren und dann sagt er, ich will von der Alten haben gesagt, der Klaus heiratet. Sein Bruder. Dann sage ich, ja, da wärst du wann? Er sagt, den und dem Wochenende. Dann sage ich, ja, dann fahren wir da nicht aufs Rennen. Nein, sagt er, da gehe ich nicht hin, sagt er. Sagt, der heiratet nochmal, sagt er, das dauert nicht lang, der heiratet eh nochmal. Da habe ich da Wolke gefahren. Ja. Das hat es nicht gegeben. Das war so extrem. Das Ja. war so extrem am Ja. Anfang, das war wirklich, da hat es nichts anderes gegeben. Mhm. Ja, und dann war der i36, der war dann eigentlich zum Schluss am technischen High-End-Stand. Das auch. Und am Ende seiner Lebenszeit von der Karossen her, das Auto ist dann 10 Jahre im Wettbewerb gelaufen, plus halt beim Vorbesitzer. Und das war dann ein Punkt, auch, wo er immer gesagt hat, das ist jetzt dann Kanantunnel und so weiter, langsam rissig. Das Material war einfach durch, in dem Sinn. Und er wollte es ja technisch weiterentwickeln. Das waren die Achskonzepte damals noch aus dem STW-Auto, aus dem 36. Vorne so eingelegten Querlenker-Achs. Und er hat auch gewusst, zum Beispiel ein freies Achskonzept, Doppelquerlenker, da ist er einfach, hat er mehr Möglichkeiten. Und das war dann so die Idee, ein neues Auto zu bauen, eine neue Basis zu nehmen, den Einser dann zu machen. Genau, ja. Das war so die Grundgedanken. Da hat er sich ja dann vom damaligen Katan hat er sich ja dann gleich 2 Karossen irgendwie bringen lassen. Eine da zum Probieren und Basteln und die andere dann tatsächlich als Rennauto dann zum Bauen. Da werden wahrscheinlich auch, warst du dann auch schon noch so dabei, Christian? Oder Ja, beim Bauen schon. beim Bauen schon? Das war das 2010er Jahr, genau. Das Ende 2009 hat er aufgehört mit dem E36. Und 2010 war ich ein komplettes Baujahr. Gell. Der hat sich da ein ganzes Jahr Zeit genommen, das Auto zum Bauen. Nein, da habe ich ihm schon viel geholfen gehabt. Wie gesagt, und für mich ist der Katzensprung über gewesen und ich habe gesagt, wenn es ist, ich helfe ihm da immer dabei. Ich bin halt noch bloß vorher nicht mehr dabei gewesen, weil wer in die EBM eingestiegen ist, da wird dann, wenn du den ganzen Tag nicht arbeiten musst, die Nummer hart. Da habe ich gesagt, also das kriege ich fast nicht mehr gestemmt. Weil ich kann nicht da auf Spanien reisen und am Montag in der Früh arbeiten. Also das, da habe ich gesagt, da muss ich dann leider die Segel streichen. Also das funktioniert nicht. Ja. Und du hast ja dann später dann, ganz später, hast du dann in die 36 dann ein paar Mal gefahren. Was hast du da, wo du in das Auto eingestiegen bist und der das erste Mal der Motor angelassen worden ist von dem Mechaniker, was hast du da emotional gespürt oder hast du gesagt, na gut, jetzt hocke ich halt in einem Auto, in einem sehr bekannten, war da das? Das war mehr, das war echt. Es war ja schon eigentlich die Zeit nach seinem Tod, wo es darum gegangen ist, was passiert mit allem, was ihn ausgemacht hat, was er besessen hat. Das Auto war natürlich ein ganz zentraler Punkt, wo man irgendwann erkannt hat, das Auto, das kann eigentlich nur verkauft werden. Und dann war so fast ein bisschen auch die Befürchtung seiner Freunde, dass das irgendwo endet, was du sagst, das taucht wieder auf beim Bergrennen in einer anderen Lackierung, was auch immer. Fahrt als Beispiel dann, vielleicht überspitzt gesagt, rosarot irgendwo in Slowenien umeinander. Und da ist dann echt zum Glück der Klaus Wohlfahrt zur richtigen Zeit gekommen und hat das Auto gekauft. Und dann ist er aber natürlich gestanden. Das Auto war nicht fahrfähig, da war kein Motor drin, kein Getriebe. Da waren diverse andere Teile, die gefehlt haben, plus halt das, was noch übrig war, am Ende seiner Lebenszeit eigentlich. Das war ein Standobjekt, das Auto. Aber es war gesichert, dass das Auto in diesem Zustand bleibt, bis der Georg verlassen hat. Das war uns allen, so seinen Freunden, wichtig. Und es hat dann gedauert 5, 6 Jahre, bis wir irgendwann so nach und nach immer wieder draufgekommen ist, wenn man dann beim KW war. Der Olli Scherbaum war da einer derer, die wirklich
da Herzblut gehabt haben dafür, was machen wir mit dem Auto, kann man mal irgendwas machen, dass das nicht nur rumsteht. Könnte man das Auto wieder in fahrbereiten Zustand versetzen? Und das war die Überlegung. Gibt es den Motor noch? Wo ist der? Wäre das möglich? Was fehlt noch alles an Teile? Was hat der Klaus damals mitgekriegt, diese Teile zu sichten erst einmal? Was ist alles da? Was fehlt? Und dann natürlich, wo könnte man fahren mit dem Auto? Was macht dann Sinn? Und das war dann relativ schnell, dass wir gesagt haben, was er immer machen wollte, nie geschafft hat, war Goodwood. Goodwood zu fahren. Und dann das Entscheidende war eigentlich, dass ich zum Klaus gesagt habe, also wenn, glaube ich, wir mit dem Auto fahren, sollten wir im Wettbewerb fahren, weil das war sein Ding. Er ist nie irgendwo hingefahren, um Show zu machen. Ja. Das hätte er sich gespart, die Zeit. Wenn, dann ist es darum gegangen, läuft die Uhr und wer ist vorher schon mal gefahren und war schneller. Oder wo ist die beste Zeit? Das war immer beim Radfahren, beim Autofahren immer. Also habe ich gesagt, Klaus, wenn du dir das vorstellen kannst, dass wir mit dem Auto im Wettbewerb fahren, dann machen wir das. Ansonsten zur Show sucht da jemand anders. Ich darf es nicht machen, weil ich habe den gleichen Gedanken gehabt und ich wollte ihm die Ehre erweisen im Wettbewerb. Und der Klaus hat tatsächlich wundersamerweise ja gesagt und dann haben wir gesagt, machen wir gut. Ja. Und so ist es losgegangen. Genau, und dann bin ich natürlich immer wieder mal dort gewesen, öfter einmal natürlich drin gesessen im Auto, Sitzposition, also nichts, Tank, Sitz, Gurte, was das war, alles zu erneuern. Und der erste Rollout war dann tatsächlich in Fichtenberg bei KW auf dem Firmengelände und die Industriestraße da, öffentliche Straße. Und das erste Mal wirklich fahren mit dem Auto war in Boxberg auf dem Bosch-Testgelände. Das haben sie dann die Gelegenheit gehabt, den Rollout zu fahren. Da haben wir Probleme gehabt, ohne Ende natürlich. Steuergeräte nicht mehr funktioniert, keine Teile mehr, keine Menschen mehr, die das Ganze verstehen. Das war ein Ganger von 99, wo das Auto gestanden ist, bis 2018. Von 2009 bis 2018, 9 Jahre, so würde ich sagen, genau. Naja, aber diese erste Fahrt mit dem Auto, das war schon echt, das war emotional brachial und auch technisch brachial. Also das habe ich das erste Mal gewusst, ich bin erst einmal nur geradeaus gefahren, beschleunigt, durchgeschalten, ob das alles funktioniert. Habe ich gewusst, was er in dem Auto damals so alles erlebt haben muss. Das war schon sehr besonders, ja. Ja, man hat ja dann anscheinend doch wieder alte Mechaniker zusammentrommelt, die wo dann das Auto mehr oder weniger wieder gangbar. Das war ja Goodwood, warst dann du dabei, gell? Das erste Jahr hast du von außen angeschaut, du hast gar nicht so richtig gewusst, gell? Dass das eigentlich wieder eine Rolle spielt, das Auto. Und im zweiten Jahr, 2019, warst dann du selber dabei, gell? Da war dann Glasbach. Ja, auf deinen Nachdruck. Auf meinen Nachdruck, der war mir wichtig. Er hat gesagt, also er fährt nicht mehr, wenn ich nicht dabei bin. Ja. Das ist einfach, Goodwood hat ja nicht wirklich funktioniert, oder? Wir haben Im ersten Jahr. Was sind wir gefahren? Das erste Jahr haben wir angefahren, Goodwood 2018. Dann sind wir gefahren, das Hillclimb Masters in Gubbio mit dem Auto. War auch super geil, aber leider ausgefallen, da war irgendwas, gell? Und dann war, glaube ich, noch Glasgow. Da war's dann Kupplung, meine ich, war da, oder? Genau, war Kupplung, irgendwas mit der Kupplung. Nein, da hast doch du gesagt, dann war doch im Jahr auf Glasbach. Genau. Und eine Rede, wo du gesagt hast, das magst du nur, wenn ich mitfahre. Ja, genau. Und dann angehört hast, dann sagst du, ja, da fahren wir halt mit. Und da haben wir uns ja fast totgeschraubt. Das war halt totgeschraubt. Da war noch der Lukas schon dabei, der war seit 2 Jahren. Der Genau, dabei. Ja, genau. Und aber da sind wir schon richtig im Wettbewerb gefahren. Das war dann nicht irgendwie Goodwood. das war eigentlich der Probelauf für Goodwood. Genau, ja. Und Genau. da ist er dann der Jörg irgendwann, war das am Sonntag oder am Samstag auf Nacht, wo du gesagt hast, du brichst jetzt die Nummer ab, weil es einfach ein Problem nach dem anderen gewesen ist. Ja, wir waren uns echt nicht sicher, was noch als nächstes kommt. Samstag im Training wieder stehen bleiben, gell? Ja, Da ist dann, glaube ich, der Timo Bernhard gefahren mit dem Porsche und das war schon so ein Ziel. Und das war es so geil, dass der Jürgen, der Klaus Wohlfahrt das immer unterstützt haben, wo wir gesagt haben, wir fahren jetzt zur Show. Wir fahren, wenn dann, machen wir das gescheit. Gescheite Reifen, gescheites Team, alles vom Feinsten und im Wettbewerb fahren. Da ist der Timo Bernhard gefahren mit einem GT3 Porsche. Und das war so natürlich dann das Ziel. Turnwagen Gesamtsieg. Und auf das haben wir uns ausgerichtet. Das war nicht einfach nur, wir fahren dort hier und zeigen das Auto, sondern wir fahren. So wie es der Georg auch gemacht hat. Und da haben wir uns echt am Samstag von Problem zu Problem gehangelt. Samstag dann im Trainingsstäbel, im Hinterachs war irgendwas, gell? Ja. Hinterachstemperatur oder irgendwas schauen. Du hast gesagt, dass das, glaube ich, brechen wir die Nummer ab. Und dann sage ich, das machen wir jetzt, das bringen wir her. Ja, Und genau. dann haben wir da wirklich mit allen Zügen das hingekriegt und irgendwann waren dann die Probleme, es waren viele so Probleme. Ich meine, die KW-Leute, die waren ja da hoch motiviert Ja. und das war eine furchtbar nette Truppe, Ja. aber das habe ich dann schon gespannt, dass der vor dem Auto 0,0
Ahnung. Woher auch? Ja. Das war ein Einzelstück. Die haben- Nirgends auf der Welt. Die haben fürs Diff hinten einen Deckel gebraucht, weil kein Deckel mehr da war. Und dann haben die CAD-Zeichnung gemacht und dann haben sie den Deckel gefräst. Den Ja. Deckel haben die hingeschraubt, aber die haben nicht gewusst, was sie da tun mit dem Deckel. Ja. Das Und war- für Frauen, Was das eigentlich sein soll. Ja. Frauen das Teil. Und wo dann da der Rauch aufgegangen ist vom Diff, wo ich dann gesehen habe, die mir das angeschaut habe, da habe ich gesagt, das kann gar nicht funktionieren, weil die haben zum Beispiel die einfache Geschichte, am Diffdeckel hinten war der Entlüftungsstutzen dran, Ja. das Öl. Und da haben wir einen Schlauch dran gehabt und im Kofferraum war der Behälter. Das Loch in dem Stutzen muss aber umsehen. Wenn das Loch seitlich ist und ich schiebe einen Schlauch drüber, Ja, gut. dann das sind die Dinge und das haben die zwei Burschen da ja überhaupt nicht gewusst. Die haben Ja. gesagt gehabt, wir haben mich hervorragend verstanden. Mhm. Der hat aber gesagt, er sagt, ich habe das gefräst, aber was das ist, das weiß ich nicht. Ja. Ja. Da sage ich, jetzt machen wir das mal. Ich sage, jetzt gehen wir das Stück für Stück. Ich glaube, ich bin da nie so viel in dem Auto gelegen wie da oben. Aber das haben wir dann schon hingerannt. Ja, aber das war halt echt ein Puzzle, das Auto. Das war Ist schon so. verrupft und zerlegt und die haben das zusammengebaut mit einem Ehrgeiz. Das war super geil, aber das war weltweit ein Einzelstück. Und es war ja nichts von der Stange. Es waren ja jedes einzelne Teil, das er irgendwo einbaut und gekauft hat ja der in wirklich jedes Molekül durchdacht, verbessert und deswegen waren das alles von vorn bis hinten Spezialteile und es hat ja zu dem Zeitpunkt niemand mehr seine Gedanken gewusst, warum das Teil so ausgeschaut hat, wie es jetzt ausschaut. Wo ist das her? Aus welchem Material ist das? Warum ist es genauso, wie es ist? Wie lange kannst du das Teil fahren, bis das vielleicht versagt? Das hat ja kein Mensch gewusst und das war echt. Leider hat er das alles mitgenommen. Ja. Ja. Was mich noch interessieren hat, Christian, da haben wir jetzt vorher gar nicht weitergeredet gehabt, nochmal einige Jahre zurück, wie du gesagt hast, ja, er hat die Idee mit dem Chat dann gehabt und bei Chat da haben die gesagt, die haben da ja am Anfang gar nicht mitgesungen und Ding. Haben die dann das einmal einige Zeit später mitgekriegt gehabt? Weil ihr habt ja dann den Motor mal hingeschickt, dann nach 2 Jahren Betriebszeit, wo er dann ja von 3 Liter auf 3,4 Liter dann gemacht worden ist. Was haben dann die Leute dann gesagt oder haben sie die dann so geäußert, was da mit dem Motor passiert ist? Und Die haben dann, wie gesagt, so wie es am Anfang halt gemeint haben, dass er Spinner ist oder der Ja. irgendwelche Luftgedanken hat. Und durch das, dass er halt dann, wie gesagt, der hat sich dann schon immer die Leute gesucht da drin, auch wie bei Chat drin. Warte mal, wie der geheißen hat. Mit dem hat er dann einen guten Draht gehabt, mit dem hat er dann, was weiß ich, wie oft telefoniert. Und dann ist das halt so gewachsen und dann ist auch das Interesse von den Chatleuten gekommen, weil es das ja nicht gegeben hat, dieser Motor in dem Auto am Berg. Und dann haben die Chatleute, die haben dann gesagt, ob wir dann gemerkt haben, also der möchte den Motor kaufen, dass das also wirklich ernst wird. Dann haben die Auflagen gemacht, was du haben musst, also keine Ölschläuche, nur starre Ölleitungen und das Ganze haben sie uns alles aufgelegt. Kein Motorkaltstart. Das war ja alles Auflage von Chat. Und dann haben halt wir, weiß ich noch, wie wir da rumgetan haben, weil der Georg gesagt, früher hast du halt den Trockensumpf gehabt und Schläuche. Ja, genau. Und die Chatleute haben gesagt, keine Schläuche. Ja. Es müssen Rohre sein. Jetzt brauchst du aber zwischen Karosse und Motor ja irgendwie ein Bewegungsstück. Ja. Und dann haben wir auf der ich glaube, Birmingham Motorshow haben wir das noch gefunden, da diese Klemmverbindungen mit den 4 Kräuen, mit den 4 Ohrringe drin, die eigentlich aus dem Flugzeugbau, aus den Tragflächen kommen, aus den Kraftstoffleitungen. Wenn sie die Flügel bewegen, muss das ja, das hat es da so eine Firma gegeben, die haben das dann für einen Rennbetrieb umgebaut, weil das machen halt die Engländer, diese Hinterhof-Leute. Dann haben wir das Zeug alles gekauft und dann ist mit dem Kaltstart losgegangen. Dieses Vorwärmsystem, ja, was? Ja. Ja. Das war eigentlich so auf mein Mist gewagt, weil wir gesagt haben, wie willst du den vorheizen? Sage ich, da geht eigentlich nur Standheizung. Sage ich, weil zuerst war das, hat er gesagt gehabt, war der Gedanke, dass er das irgendwie elektrisch macht. Dann sage ich, so oft wie wir in einem Warenlager keinen Strom haben, sage ich, oder wenn es regnet, Ja, genau. oder, weißt du, Ja. oder dann hängen 10, du hast ein Kabel drum und dann stecken dann noch 10 an. Dann geht das. Ja. Sage ich, das funktioniert nicht. Sage ich, du musst immer bedenken, dass wir oft in der Wiesen drin stecken. Sage ich, da eine Standheizung nehmen. Eine Standheizung, eine 2-Volt-Batterie dazu. Und dann hat er kennt ja Gott und die Welt, dann hat er irgendeinen Spessel gehabt, der bei Webasto ist. Der hat uns dann eine Standheizung gebraucht. Dann habe ich gesagt, da haben wir so einen Koffer gemacht, haben den in den Koffer eine 2-Volt-Batterie dazu. Ja. Und dann so einen kleinen Modellfliegertank eigentlich mit einem halben Liter. Ja. Weil ich gesagt habe, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Das kann ich, die Batterie kann ich laden, das kann ich hinstellen, ich lege einen Schalter und das heizt. Egal wo auf der Welt, genau. Ja. Ja. Und da war halt immer das, wo wir versucht haben, hinzubringen. Da war halt wieder das Nächste.
wie schließt das an, Mhm. ohne das Kühlwasser Mhm. zu verlieren oder da Luft rein zu Das bringen. Schnellverschlüsse, ja, genau. Dann hat er wieder irgendwo diese doppelseitig abdichtenden Kupplungen gefunden, Mhm. die wo er wieder hergezogen hat, wo Ja. du dann praktisch beide Schläuche abkuppeln musst, aber alles zu ist, Mhm. ja, sodass du halt immer Ja. gefüllt System hast, Auch kein Lüftungsproblem hast. kein Lüftungsproblem hat und so haben wir uns da durchgehauen Ja, ja. mit den Chatten. Das war so geil, ja. Und der ist mit denen immer in Kontakt gestanden und nach 2 Jahren, glaube ich, haben die Chat-Leute gesagt, sie möchten den Motor sehen. Und die möchten den Also nach 2 Saisonen. ich glaube, 2 Saisonen haben wir da gefahren. Also die möchten den Motor sehen, die möchten da reinschauen. Und die machen eben die Revision dafür zum Sonderpreis, Mhm. weil eigentlich war die nicht fällig gewesen, Ja. weil er mir die Strecke gar nicht herbringt. Naja. Aber das Ja. war denen ja da irgendwie komisch. Die wollten das Weil sehen. normal haben die Motoren für öfter gesehen, weil die Langstrecke gefahren sind. genau, Ja, genau. ALMS, was auch immer. Und der Motor, der war ja wahrscheinlich rechnerisch noch mehrere Saisons gelaufen, aber der hat eine gute Laufzeit gehabt. 5000 Kilometer. Genau. Und das ist ja am Berg, ist ja, Ja, genau. das sind ja 10 Jahre. Und irgendwann ist denen komisch geworden. Das war am Anfang an klar, dass sie gesagt haben, die möchten dann nach 2 oder 3 Jahren den Motor sehen. Mhm. Und dann hat der Georg gesagt, die revidieren den jetzt gleich. Mhm. Und nachdem da, das hat er mir halt dann nachher verzeiht, ich habe es auch nicht gewusst gehabt, das hat er unter dem Deckel gehalten, da ja eine Reglementänderung angestanden ist, ist aus dem 3 Liter ein 3,4er geworden. Das war am Anfang ein 3 Liter Motor. Die haben praktisch die Hubraum-Erweiterung gemacht und haben eine Revision gemacht. Sagt er, und die haben da einen Teil auf ihrer Kappe genommen, weil das hat die selber interessiert, die Leute. Mhm. Und dann haben ja die Leute mehr geworden, die das gemacht haben. Mhm. Also das ist immer ja, was hinten nachgekommen bei denen. Ja, ja. Da war er wieder Vorreiter, wie bei so Der war halt vielen. Vorreiter. Ja, der war, Dingen, ne? er hat immer die Technologien eigentlich aus dem Profisport adaptiert, hat diese Race Car Engineering gelesen, diese Zeitung, und hat immer die Technologien aus dem Profisport runtergebrochen auf seinen Bergrennsport. Aber immer in einer Offenheit, was du gesagt hast, interessant, dass er das so teilt. Ja. Das war immer, wenn der jemand was gesagt hat, dann war das immer die Wahrheit. Ja. Er hat entweder gesagt, das möchte er doch nicht sagen, das war ganz selten, aber meistens, wenn er es gesagt hat, wenn er gefragt worden ist, hat er wirklich das gesagt, wie es ist. Und er hat immer das begründet, wenn der mit der gleichen Technologie wie ich schneller fährt wie, dann ist er richtig gut. Und wenn er trotzdem schlagt, dann ist das viel mehr wert, als wenn ich dem irgendeinen Schmarrn erzähle. Ja. Und das ist Also wirklich ich finde das jetzt sehr interessant, was du so sagst, Jörg. Wir haben dieses Thema, der Tommaso weiß das auch, wir haben das Thema immer wieder gehabt, jetzt bei den letzten Gesprächen mit anderen Leuten. Er war immer 1, 2 Schritte voraus, Ja. wie wir die anderen. Und das war sehr interessant, Mit und das haben wir uns allem, da gleich daran erinnert. Ja. Und wir haben das ja auch schon mal kurz angesprochen gehabt, Christian. Er war immer, egal ob das damals die sequentielle Getriebe war, ob das Pedal Shift war und so weiter und so fort. Sein Gedankengang siehst du ja immer an dem 02, das weiß ich, hat er mir verzeiht, mit dem sequentiellen Getriebe. Ja, nachdem halt das 5. Sportgetriebe kaputt war, Mhm. hat er sich in England das sequentielle gekauft. Dann hat er gesagt, von dem Julian-Getriebe Mhm. hat es ein kleineres gegeben und das größere gegeben. Mhm. Also er hat gleich das größere gekauft. Mhm. Es war zwar teurer, Mhm. hat er gesagt, aber das hält auch mehr aus Mhm. und das kann man auch mal für was anderes hernehmen. Das war damals vor 20 Jahren schon sein Gedankengang. Also nicht irgendwas Kleines kaufen und dann wieder. Ja. Und das Getriebe ist ja bis Ja. zum 36. Eher gibt's vor- ja heute noch. Bis Das zum war der- Bauch ist Ja. immer noch das gleiche Getriebe. Ja. Genau. Genau, ja. Und es hat auch mit dem Getriebe, seit er das drin gehabt hat, nicht einmal einen Getriebeschaden gehabt. Mhm. Nee, das hat es nicht gegeben bei Ja, dem ja. Getriebe. Ja, du warst ja dann im letzten Jahr dann in Sternberg noch mit dabei. Ja. Da ist er dann, im 2. Rennlauf war das dann Hinterachsteilbruch, Raderaufhängung oder was? Ja. Mhm. Ja. Na, da hat er auch irgendwie keinen wirklichen Mechaniker gehabt. Und dann hat er mir da gehauen, dann sage ich habe Urlaub, sage ich mir, ist wurscht, kann ich mitfahren, ich habe Zeit. Ja. Und Sternberg ist jetzt nicht aus der Welt. Mhm. Das ist jetzt nicht, da haben wir vor der Eiweg auch gewinnen. Also das war jetzt nicht das Problem. Mhm. Ich bin da mitgefahren, da haben wir noch einen Lenkerbruch gehabt am Sonntag. Ja, da hat er dann im ersten Rennlauf hat er dann einen Rekord gefahren. Und der ist eine lange, lange Zeit ist er der gestanden, bis dann der Karl Schagerl, der hat ihn dann irgendwann mal vor ein paar Jahren oder so. Okay, weiß ich gar nicht. Ja. Ja. Aber da war er in dem Jahr mit dem Auto, er ist nicht wirklich warm geworden. Er war unzufrieden. Ja, schwierig. Die sage ich mal, Performance von dem Auto
wirklich zu extrahieren, auf die Straße zu bringen. Da hat er sich, glaube ich, aus meiner Sicht da oft zu viel Druck gemacht. Der hat alles gleichzeitig wollen und das hat alles sofort passieren müssen. Und das war halt im Vergleich zu Mi-36 noch viel mehr neue Ideen und das hat alles erst einmal zusammenspielen müssen. Egal ob irgendwelche Elektronikthemen, Steuergeräte, Regelsysteme, Launch Control, was auch immer, die Mechanik, diese Achskonzepte, die er gemacht hat, es hat es ja nicht gegeben für das Auto. Das heißt, diese ganze Achskinematik und da hat so viel miteinander dann eine Rolle gespielt und das alles zu verstehen, das dauert einfach seine Zeit. Und das hat ihn oft ein bisschen fuchsig gemacht, weil das ihm, aus meinem Gefühl, zumindest zu lang dauert hat. Ne? Ja, ich habe das schon mal gesagt gehabt, er hat sich halt natürlich auch dann gleich im ersten Jahr die Messlatte selber sehr, sehr hoch gelegt mit Europameisterschaft. Genau, ja. Und hätten wir vielleicht dann so in die Richtung das machen. Gut, danach weiß man es immer besser, um Gottes Willen. Ja, war eigentlich von Anfang an klar. Also, ich hätte nicht gemeint, dass es so dramatisch wird, aber ich bin bei der Vorstellung gewesen und In in der Igener Höfe. Igener Höfe, genau. Und das, was er da gesagt hat, der Gerd, da habe ich mir da drüben schon gedacht, nicht gut. War zu weit, zu viel, zu euphorisch. Da ist das Ganze aus meiner Sicht rausgetreten aus dem Sport, den er bisher gemacht hat, für sich selber. Da hat er einfach, wie soll ich sagen, da hat er das natürlich auch wahrscheinlich aus finanziellen Gründen, das war eine ganz andere Hausnummer, ein finanzielles Projekt. Ja. Das ist nicht mehr einfach in der Werkstatt gebaut worden, indem es ausgemessen worden ist und dann geschaut, wie es passt. Das ist konstruiert worden, das ist berechnet worden. Und das hat natürlich ganz andere Dimensionen, auch natürlich finanziell angenommen. Der hat dann einfach nicht mehr anders können, als das auch irgendwo mehr publik zu machen und nicht so im Kämmerchen, wie er es früher gemacht hat, zu schrauben, zu basteln, zu überlegen, Ideen zu haben. Man kann es ja publik kann man es ja machen, also kein Problem nicht. Aber die Jahre, wo ich dabei war, habe ich ja gesehen gehabt, wenn wir vom E21 nur vom 2 auf 2,5 Liter, dass das schon gebraucht hat, das gleiche Auto, nur mit 500 Kubik mehr. Was das wieder zusammengespielt hat. Das wieder zusammenspielt, Ja. wie lange das dauert hat. Ja. Dann ist der E36 gekommen, wo wir gleich das erste Jahr gesagt haben, alles egal, es wird einfach nur gefahren, und ausgetestet, aussortiert. Dann ist der V8 gekommen, das erste Jahr, was wir da geglaubt und gebracht haben und da, bis das einmal seinen Stand gekriegt hat. Das, weil am Anfang war ja mal eine Zeit lang drin, wo wir gemeint haben, das funktioniert nicht, weil das nicht fahrbar wird. Das hat einfach alles so lang gedauert. Und bei dem Auto siehst du genauso. Das hätte einfach ein Jahr, mindestens. Ja. Beispiel Reto. Reto hat ja im Prinzip das Gleiche dann nachgebaut. Wie lange hat denn das nicht funktioniert? Das hat ja Jahre gedauert. Ich weiß nicht, ob das heute überhaupt schon gescheit ist. Und er hat einfach dieses Daheimgefühl, was er im E36 weil gehabt da hat. wird dann, weil da wird dann die Luft auf dem Niveau brutal dünn. Ja. Und da, wenn halt irgendwas nicht richtig passt, dann funktioniert es halt nicht mehr. Ja. Ist halt einmal so. Das stimmt, ja. Das war mein Eindruck zumindest von dem Jahr, genau. Und das war den Eindruck, wo ich gehabt habe und wo ich dann mit ihm auf Sternberg gefahren bin, wo wir da runtergefahren sind, da hat er mal so ganz schier sein Leid geklagt. Und da habe ich aber mal das gesagt, sage ich, du hast dich da für mich von Anfang an zweiten ausgelehnt. Sage ich, man kann das publik machen, weil entweder war das seine Überzeugung, weil das nicht mehr im Kämmerlein gebastelt worden ist, sondern mit Profis konstruiert. Ja, genau. Und sie alles am Reißbrett entstanden. Dass er da die Überzeugung gehabt hat, da hockst du hinein, es funktioniert. Weiß ich nicht. Es war wirklich ein Sprung vom Niveau her. Das war ein Riesensprung, ja. Ja, von allem, Technologien, Leid außen. Und aufgrund dieses Sprungs war ich da sehr vorsichtig gewesen. Weil der Sprung kann auch ins kalte Wasser gehen. Also, und ich hätte, man kann das publik machen, man kann es ankündigen, es hängt ja Geld dran, es muss ja irgendwie vermarktet werden. Aber ich hätte mir trotzdem ein bisschen mehr die Hintertür offen lassen, dass man gesagt hat, jetzt werden wir erst einmal das Ganze fahren, wir müssen das austesten, wir müssen das auf ein Niveau bringen. Das kann man ja plausibel machen. Ja. Und dann mal warm werden mit dem Ganzen. Man muss warm werden mit dem Ganzen. Das Problem ist halt am Berg, da hast du die Testmöglichkeiten nicht. Das Problem ist genau, du kannst halt nur immer das Wochenende. Ja. Und wenn halt da irgendwas nicht passt, dann schleppst du das halt das ganze Wochenende schon mit, weil manche Dinge kriegst du ja draußen nicht geändert oder geregelt.
Ist nicht. Ja, wenn du wohin fährst zum Testen, es macht ja keinen Sinn auf der Rundstrecke mit Rundstreckenreifen Ja. zum Testen. Du brauchst ja genau diesen stehenden Start, diese kahlen Reifen, die kurze Strecke. Dann hast du auf der Rundstrecke immer andere Gripverhältnisse, weil du immer Gummiauflage hast, weil da jeden Tag fahren Wir wird. haben ja mir gehabt, Ja. wo wir den V8 drin gehabt haben, mit der Motec diese Traktionskontrolle mit eindürfen ist. Ja. Dann haben wir ja wieder auf dem Hofen auf dem Flugplatz gefahren. Da ist er irgendwie oder einen Kennt haben wir auf dem Flugplatz Ja, gefahren. Wir haben getestet und das war alles toll und alles super. Und wir haben da Startziel gefahren, die waren traumhaft, aber nur auf dem Flugplatz. Ja, genau. Und wenn wir am Rennen gewinnen, sagt der Roger, ich komme von der Startlinie nicht weg. Sagt er, das geht nicht. Das regelt, das hust, das macht und jetzt fällt man nicht vom Fleck weg. Ja. Ja. Bis wir drauf kommen, das Problem ist der Asphalt. Weil nämlich so eine Landebahn, Ja. die haben einen ganz speziellen Asphalt, Ja. einen ganz brutalen Grip, der gerne nicht fliegen. Genau, ja. Und da war das alles super schön. Ja. Aber draußen nicht. Es ist, Und die hat dann ja, was weiß ich, wie lange wir da rumgetan, bis das einmal draußen angefangen hat, irgendwie zu funktionieren, dass man das hingekriegt hat. ja. Das Testen auf dem Flugplatz, das Mhm. war für nichts, das kannst du nicht brauchen. Mhm. Und darum ist es auch so, wenn du mit dem Auto auf die Rundstrecke gehst oder irgendwas. Also am Flugplatz waren wir öfter mal, aber da kannst du halt so einfahren und ein bisschen, Ja. aber jetzt Schon aber es funktioniert, das alles Abstimmen auf- Abfahrt, ja. das abstimmen. Wir haben die Traktionskontrolle dann auf dem Flugplatz abgestimmt und wir haben das super Stand. Wir haben da Starts mit 2 Sekunden gefahren. Ja. 100, ja. Aber draußen nicht. Draußen hat das nicht funktioniert. Ganz anders. Ja. Das ist genau das Problem. Das kannst du nicht ausprobieren. Das ist das, ja, am Berg. Und dann dauert das halt alles nicht ein Wochenende testen, sondern das Rennen funktioniert nicht. Das nächste Mal ringst, da geht es dann auch schon wieder nicht. Und dann schleppst du das halt immer von Rennen zu Rennen zu Rennen mit und bist schaust diese Saison rum. Und es hat aber immer noch nicht richtig funktioniert. Also das war halt, wie gesagt, ich kenne es von den anderen Sachen her nicht anders. Ja. Und da- das war der hohe Anspruch. Da, ja. da war halt der Anspruch so hoch, die Überzeugung scheinbar auch so hoch, dass die Technik, also Motor, Aktionskontrolle, das Ganze ja aus dem Dreier rüberkäme mit dem Motto funktioniert. Hat funktioniert wieder, genau. Ja, hat funktioniert wieder, muss aber bei dem Auto nicht sein. Getriebe war dann komplett neu und mit dem Fahrwerk fangst du bei Null an. Ja, weil das war ja komplett anders. Das hat ja, und dann geht das los. Da waren viele Baustellen offen, die nachher noch abgebaut hat. Aber das war nicht. Dann ist ja die weißt du, so Kleinigkeiten, dann die Sitzposition von dem Auto, das war ja fast hinten auf der Sitzbank, aus der Gewichtsverteilung, wo er dann schon wie gesagt hat, er kann es nicht einschätzen. Ja, das hat er mir dann gesagt. Sagt, er sieht das voll nicht richtig, weil er da nicht über die Hauptscheibe drüber sieht. Ja, wo fängt das an, wo hört das auf? Und das sind halt die ganzen Kleinigkeiten, die summieren sich zusammen. Und da hätte einfach, wie gesagt, fürs erste Jahr, aber vielleicht ist halt der finanzielle Druck hintenrum so groß gewesen, dass das gesagt hat, es muss jetzt funktionieren. Oder? Kann man nicht sagen im Nachhinein. Kann man nicht sagen. Ne? Ja. Ja. Schwierig, aber wie gesagt, da war anders vielleicht besser gewesen. Anders ausgegangen, ja. Ich weiß. Genau. Gut. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, einige Zeit geratscht und geredet. Der Thomas und ich, wir möchten uns nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, Jörg, Sehr dass gerne. du uns da die Gastfreundschaft gewährleistet hast. Grüß und Dankeschön fürs Kommen. Gerne. Und genau, dann hätte ich gesagt, verbleiben wir so und schauen wir, dass der Thomas, jetzt hat er So die bisschen Arbeit zur Hand. Ja, so hat er die Arbeit. der war dort. Genau. Wenn wir es aus Video. Genau. Genau. Okay. Cool. Ja. Genau. Gut. Danke nochmal, gell? Super. Dankeschön. Mein Sohn. So. Geschafft. Geschafft, gell?